Mit nur 3 Minuten Verspätung. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Jetzt sollten wir hoffentlich überall live gehen. Aber ich habe mir dann den Sound nochmal angeschaut. Noch schnell den Sound runter auf 6. Ist doch ein bisschen laut. Auch wenn ich nicht weiß, ob es was bringt. So. It's hard to remain on dry land for so long. Wie sieht's aus? Quite seem to get my land legs back. TikTok ist da. Servus zusammen. Guten Morgen, guten Abend. Anne, das Suche ist die. Servus, Anime ist cool. Hallöchen. If you ever want to trade tactics, I'm Servus, always Michael ready. Wicker. Ist ja gut. Bei du ist ja gut. Also, TikTok läuft. Twitch läuft. YouTube, bist du da? YouTube, gib uns ein Zeichen. YouTube. Servus, Dora. Perfekt. YouTube ist auch da. Wir sind da. Wir machen heute... Sie ist wieder am Saufen. Die ist nur in einer Runde, in einer Show am Saufen. Gibt's ja nicht. Aber mit Profis. Das ist Bobtastisch. Servus, Zunix. Servus, Theo. Colin, danke für die Rose. Und Servus. Servus, Zack. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. So, wollen wir loslegen. Wir sind hier in alten Erinnerungen. War das ein Kampf? Und wir machen mit der Main Quest weiter auf Inazuma. Wo bist du überhaupt hin? Nice. Das ist Alex. Willkommen zusammen. Also, heute haben wir große Pläne vor. Wir wollen zum Raiden Shogun. Manchmal. Schließen. Was? Ich darf da? Karius. Was für ein Karasius? Aratus. Wir dürfen gar nicht? Ernsthaft? Schon wieder so eine? Was ist Karasius? Was ist hier los? Ich will keinen Legendenauftrag. Kyotas Brief. Wisst ihr, was hier los ist? Ja, Liu Quest habe ich fertig. Da ist nichts mehr. Aber was will das denn? Wobei erstmal erstmal die Schlüssel einsammeln. Kann ich mir auch mal Venti... Okay, eins nach dem anderen. Warum kann ich die Main Quest nicht weitermachen? Nicht das, wir haben wieder so eine Sache. Servus, Aliana. Servus, 501. Ich bin 35 oder 36. Ich versuche gerade rauszufinden, warum ich die Main Quest nicht weitermachen kann. Hier. Inmitten eines stürmischen Urteils. Das ist es doch, oder? Kapitel 2. Weitere Tutorial-Stufe. Schließe andere Aufträge ab, um fortzufahren. Schließ Kararius Arauta. Kararius? Das habe ich doch gerade eben. Ich hoffe. Nee. Nein. Nein. Nee, das ist auch was anderes. Ja, ich suchte Genshin, weil die Story so geil ist und ich gerade nicht blicke, was ich jetzt machen soll. Weil der will, dass ich irgendeinen komischen Kanarius-Auftrag abschließe. Legendenantrag ist uns egal. Kenne dich selbst wie dein Feind. Das ist uns auch egal. Das könnten wir jetzt noch machen. Das Feuermädchen. Ansonsten habe ich keine Ahnung, welche Quest man noch machen sollte. Oder wir haben sie noch nicht gefunden.
Guck mal Chat. In welchem Chat? Wieso muss... Ich muss die Euler-Quest machen? Wie, ich muss die Euler-Quest machen? Es gibt gar keine Euler-Quest hier. War das nicht nur ein Event? Welche ist die Euler-Quest? Wenn, dann wird es irgendwas in Mondstadt gewesen sein. Ja, ich habe die, Naja, hier steht irgendwas von... Hier. Schließt Carassius Aratus. Carassius Aratus. Ich schau mal, was Google sagt. Caratius Ararus. Was ist das? Und wie schreibt man es? Carassius. Genshin. Gab das Yoimiya Story? Ja, Yoimiya. Es ist Yoimiya. Also wir sind schon mal richtig. Wir müssen zu Yoimiya. Surprise, surprise. Na, ist die einzige, die auch irgendwie Sinn ergibt. Moment, ich habe meine Chats nicht mehr auf. Wo sind meine Chats hin? Hier haben wir Twitch und hier haben wir TikTok. Das ist Yukine. Was? Senpai Dabi ist dein großer Bruder? Na dann, helfen wir mal Yoimiya. Aber es ist ja auch echt fies, dass es mir nicht sagt, welche Quest es ist, sondern unter einem komplett anderen Namen. Wie ist eigentlich der Sound so? Kann man mich gut hören? Kann man das Spiel gut hören? Ist eins von den beiden zu laut? Kommst du den? We're looking for the great Mujina yokai! Do you know where it lives? Great Mujina yokai? What? Huh? You've never heard of it? It's a sneaky monster that goes around playing tricks on people. It's got magic powers and can even shapeshift into anything it wants. Kann ich gleich machen. Bye bye, Aljana. Guten Tag dir noch. One time, the great Mujina yokai stole some rice from our house. And this other time, it pushed my dad into the river. Sounds like a very naughty little monster. 'Cause we finally found out how to chase it away. My dad said that the great Mujina yokai likes to play tricks on people who stay out all the time and don't come home when they're supposed to. Ich sollte mich ein bisschen kleiner machen. Ich bedecke so ein bisschen den Chat. So. Besser. So all we need to do is chase it away. Then we can come out and play whenever we want. Willkommen zurück, Lolcat. This monster sounds scary, though. Aren't you guys afraid? Surely your parents must be worried about you. Oh, not really. I told my dad that I was gonna find the great Mujina yokai with some friends, and he didn't even say anything. So we think it must be weak right now. It's probably hiding away so it can rest. Yeah, so as long as we get home before it gets its strength back, we'll be safe. Something sounds very strange about all this, but Paimon can't say exactly what it is. Yeah, Paimon feels like the great Mujina yokai is one of those storybook monsters that doesn't exist in the real world. We should tell them so they don't waste all their time looking for it. Oh, children, listen up. There's no need to go looking for the great Mujina yokai, all right? Because it isn't real. Huh? No way. That's impossible. My dad wouldn't lie to me. Your folks are just worried about you is all. They don't want you wandering too far from home because it's too dangerous. Dass du dabei warst, dir noch einen schönen Tag. That's not true. The great Mujina yokai is definitely real.
Yeah! Yoimiya's even making some weapons for us. And then she's gonna show us how to blow it up! Das, Theo. Yoimiya, huh? Wait, as in fireworks prison break, Yoimiya? We told her all about the Great Mujina Yokai. She said we shouldn't be scared of it. We should learn how to chase it away instead. We've been waiting for ages now. And finally, Yoimiya said that today's the day! Yoimiya plays with us and tells us stories all the time. She wouldn't tell a lie. But... Come on, let's get out of here and go find Yoimiya. Yoimiya. Wait, hold on, don't go! Willkommen zurück. They didn't seem to take that very well. But Paimon was only trying to look out for them. So. Who knows what Yoimiya's got to do with this? Let's follow the kids and see what's going on. Ah, guck mal, Karasis Aratos, wer hätte das gedacht? Jetzt haben wir den Namen, den wir brauchen. Hust, hust. Moment, erstmal die Sounds ausmachen, falls sie noch an sind. Die müssten eigentlich noch an sein. Ja, Alerts, ihr dürft. Komm. Und aus. Und pausiert. Und der TikTok-Chat ist auch wieder offen. So. Ja, gestern habe ich Stray gespielt. Ich würde mal sagen, morgen spiele ich Stray weiter. Heute will ich die Genshin Quests weitermachen. Und da haben wir ja die Übeltäterin. Cheer up, guys. Don't be so down. She was only joking back there. How could the Great Mujina Yokai not exist, huh? But we've never seen it for ourselves. That's because the Great Mujina Yokai is extra powerful. And that's exactly why I need your help, isn't it? It's okay. Don't be discouraged. Hey, remember, if you want to be a hero, you gotta have patience. And wisdom, too. Even if you can't find it right now, it'll definitely show up before the fireworks show starts. So, remember to come and pick up your weapons from me before then, okay? No matter how powerful the Great Mujina Yokai might be, it's no match for my specially made fireworks. Just light them up and you'll scare it off no problem. It's up to you guys to protect your homes, your crops, and your folks. Got it. Thanks, Miss Yoimiya. We'll try and be more patient. Ja, ich mache hin und wieder mal YouTube-Videos. Oh, yeah, hold up a sec. Hi. I have a few slips of paper for you guys, one each. Remember to give it to your parents and tell them to keep it safe. Just tell them it's from Yoimiya. They'll know what it's about. Okay, thank you, Yoimiya. We're gonna go back now. Oh, thanks, Yoimiya. Come play with us soon. Danke. Sure thing, will do. Take care on the way back, and I'll see you later. So it was you guys. I guessed as much from the way the kids described you. No worries, though. I'm not blaming you. The Great Mujina Yokai is pretty popular with the kids, so of course they're gonna get upset if someone tries to tell them it doesn't exist. Okay, but it definitely doesn't exist, right? Yeah, the first time I heard about it, I knew straight away that was probably something the parents had come up with to stop the kids from running off all the time. But when the kids asked me about it, I didn't want to break it to them. I just told them that it looks cute and likes to play pranks and doesn't hurt people. So, I guess now the kids' impression of the Great Mujina Yokai is mostly influenced by me. Wie viele Suche ich im Chat habe. Hi, ihr beiden. Und danke, Nicky Boy, für die 7 Rosen. Huh. So in a way, this monster is all a product of your creativity? Maybe so. In any case, I'm not gonna be the one who exposes it. Sure, it's likely that the parents just wanted to stop the kids from staying out all the time, but they could have easily had other reasons too. If I just go ahead and tell them that the Great Mujina Yokai doesn't exist without knowing the full story, then who knows? I might be doing more harm than good. Besides, they're just kids.
They should be allowed to believe it if it makes them happy. That's more important to them than questioning what's real and what isn't. Heck, I entertain my fair share of fantasies too. The fire diamond that spins around and shoots out lights that are all the colors of the rainbow. Ooh, the mist spirits that live far off in the mountains and guide you to fairyland if you can find them. I know that they don't really exist, but I still enjoy believing in them. If someone came up to me and started telling me to stop being so stupid, they don't exist, nah, 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 I'd give them the evil eyes and tell them to get the heck out of my face because it's just so annoying. Oh, sie ist süß. Right? So what if it's made up? It's also really awesome and kind of magical. So it's not up to anyone else to tell me what's what. The things we believed and the experiences we had when we were young turn into our priceless treasures as we grow up. When you were kids, surely you guys believed in things like heroes who slew dragons and sacred swords that cut through darkness. It's the same thing. If we tear apart these kids' fairy tales now, what else do we have to tell them? That Inazuma's locked down? All the grim tales of the Vision Hunt decree? I think it's a bit too early for all of that. Ja, sie ist süß. Yeah! Oh, way too early. For sure. Wie der Bildschirm ist schwarz. Ist er gar nicht. Ah, Hilfe. Einmal mit Profis. Mhm. Also, sind 400 bis 500 Euro teuer für eine VR? Für eine neue musst du so viel zahlen. Whether you understood me or not, don't you worry. I'll take care of the kids and make sure they stay safe. Okay, it's about time I headed back. The Naganohara fireworks show is just around the corner, and there's still a lot of things to get ready. Naganohara fireworks show? Is that hosted by your family or something? Well, yeah. I mean, that's why our name is on the event. It's well known throughout Inazuma. Just Gamer Girl. Oh, on the subject, are you busy these days? If not, then you should totally come along. I'll prepare an extra pretty firework just for you. In that case, come with me to Naganohara. We'll go see my bots. There's still a few fireworks to finish off before the show. Inazuma is home to the Yai Publishing House, and a lot of people who like to write stories too. In fact, most of what they write is based off of the kinds of fairy tales I was just talking about. A lot of them have bad endings though. Like, the fire diamond will get put in a rich person's gallery where it will never be ignited again. Or, someone will see the mist spirit and not manage to catch it, but because they angered it, it'll never show itself again. The hero who slays the dragon becomes the next dragon. The sacred sword that once fought the darkness now becomes a doomsday weapon. I know these kinds of stories are all the rage nowadays, but I really can't bring myself to like them. If something's magical, it should be kept that way. Karg bei. Fühl dich geknuddelt, Colin. Ja, ich hab meinen 5-Sterne-Charakter. Unseren lieben Dendro Archon. Hi. Ist sie nicht putzig? Auf ihrer kleinen Schaukel? Adventure time! Hey, pups, I'm back! The fireworks show is almost upon us, and the fireworks for each family are almost ready. Oh, new faces? Who are these two? Friends or customers? Colin, in meinem Stream bist du doch nie allein. Guck mal rein, hier sind jede Menge coole Leute. A bit of both, actually. They arrived in Inazuma just recently. Can't let them miss out on a fireworks show after coming all this way, can we? Well, either way, come on in and have a seat. And I, Naganohara Ryunosuke, will tell you all about the long history of the Naganoharas. That can wait. Pops, I need to ask you about something. So ist Anime-Zitat happy.
a long, long time ago. Some things Pops has burn, started and telling us other stories things again. don't. Rocks, Sorry about this. they don't Ever burn. since Pops But had his somewhere accident, along the his ears line, don't work too a well. rock was set alight, Really? and it But burned for a the most moment there, it beautiful almost seemed color. like you were having a People took coherent one look and thought, conversation. Much, much later, people eventually realized that if you grind... Pops, wait! Huh? What's that? Did they deliver those firework materials that we ordered yet? Oh! Yesterday's fireworks have all been delivered. So have the ones from the day before yesterday. And the ones from the day before that. Hier auf dem Account ist es bei du. No, Pops, I meant the materials. The materials that we ordered. They should have arrived today. Jemand anderem doppelt. Ah, today's fireworks are almost ready too. Don't you worry. Your old man's skills are still as sharp as ever. Colin, ich weiß nicht, ob es dir bereits aufgefallen ist, aber ich bin gerade live. Ich bin hier gerade beschäftigt. No, Pops, the materials. The raw materials for making fireworks. Sorry? Materials! Oh, the materials! Dann gleichfalls. Yes, the materials! Sorry, Paimon got all excited because you finally got the message across. The materials aren't here yet. The couriers did come over to explain why, but, well, I think they did, but I couldn't quite hear what they were saying. No worries. As long as we know, that's fine. We can just make them later. Don't forget to take the goods in when they deliver them. Okay, Pops? Of course! Leave it to me! Oh, sorry if we were a little loud. It's always the way, though. It's like that every time I need to ask Pops something. That's my Pops. He's a good person, all right. Everyone around here respects him. Because my Pops is deaf, he never argues with anyone and never contradicts them. He just listens cheerfully. When I was little, I thought it was because he really understood me and agreed with whatever I had to say. So, I'd tell my Pops everything. Eventually, I realized that the reason he was like that was that he's deaf. But I still tell him stories every day. Perfekt. Huh? Why would you do that? It just makes me happy to see him smile, and it keeps him from being lonely, right? Anyway, more importantly right now, Aw. the fireworks show is right around the corner and the materials still haven't arrived. We need to think of an alternative. Yoimiya? Is... Oh, you scared me there! I thought I told you to be more careful before you speak. Sorry. Hold on, I'm coming over. Oh, der Gefangene aus dem Keller will raus. Ich will nicht gegen den... Ah, hier. No one's looking. Okay, you can come out now. Come around the side. We're lucky that no one from the Tenryo Commission was around. Otherwise, we'd all be in big trouble. Sorry, I guess I was a little rash, but when I heard you come back, I just... Nice, Glückwunsch. Don't worry, Sakujiro. So far, at least, everything is going according to plan. We're going to look for firework materials shortly. While we're out, we'll sort out the boat situation for you, as promised. Thank you for all your help. He's one of our old customers. He came back to Inazuma from the outside world not long ago. While he was smuggling himself in, the Tenryo Commission found him and put out a warrant for his arrest. An arrest warrant? Shh! Keep it down! We don't want to draw any unwanted attention. If Sakujiro was caught, there's no knowing what crimes they could charge him with. All we can do is find him a boat and send him out of Inazuma again. Yeah, we know it's going to be dangerous, but there aren't many other options left. What if the boat Glückwunsch. capsizes? Drowning is really scary. If things are this bad, couldn't you just not come back in the first place? Well... there's something I felt I had to do.
But as soon as I got back, I started hearing about all these unbelievable changes. I had made my mind up originally, but now I'm not sure anymore. Jemand anderem doppeln. I didn't want to cause any trouble for Yoimiya or Mr. Ryunosuke, but I'm very grateful to them for taking me in. Hey, no worries. You're more than welcome. Remember what I said? As long as you've got that little piece of paper, you'll always be a valued customer of the Naganoharas. Little piece of paper? Yep, the same paper slips as the one I gave to the kids earlier. Whenever a customer orders fireworks for a commemorative event, we always include a little paper slip with the goods. Only people from inside my family can understand what's written on it. It's the recipe for the fireworks they ordered. If someone shows a Naganohara that paper slip, we guarantee we can make the exact same firework as the original one they purchased, whether it's 10 or even 100 years later. Wow, that is so awesome! Du hast einen PNG-YouTuber? Nice. It's a family tradition. All our regular customers know about this. The slip I have is from back when my parents ordered fireworks from Mr. Ryunosuke. Now that I think about it, it must be nearly 20 years ago. Erdbeerschokolade, danke für die 2 Rosen. I would have thought that things would turn out the way they have. It'll be fine. Escaping in a boat is just a last resort for if there's no other way. I'll still try and come up with a different solution, because it'd be much better if you could stay in Inazuma. Merci. Whatever their reasons might be, if our customers come to us looking for help, we're not about to leave them high and dry. Wo er denn? Thank you. This way, I still have some time to consider my options. All right, well, let's not stay out here in the open for too long. Hurry up and get back inside. I'll let you know as soon as I have an update for you. All right, I'll leave it to you then, I guess. It's a shame. They still wouldn't give him a permit, even though he was born and raised in Inazuma. Speaking of, you guys only got here recently. How did you manage to get a permit? Even then, we only got through thanks to some help from Miss Hiragi Chisato of the Kanjo Commission. I see. So you had big shots helping you. I guess that won't be of much help to Sakujiro. So ist Mercedes-Wahlgang. I just wish the commissions could be a little bit more flexible. Ganz gut, und selbst? I bet nowhere else you've been is quite like Inazuma, huh? Well, no matter what, I have to find a way to help him. I'm sorry. I invited you to come watch the fireworks, but now I have to run a few errands. You don't have to join me if you don't want to. I can go sort out the firework materials in the boat by myself, and then you can come meet me back at the house later. Oh, cool! Then let's start with Sakujiro's boat. We can chat along the way. Oh yeah! If it's fine with you, can I ask how you two first met? He saved me from drowning this one time, and after that, we started traveling together. Why do you ask? Nothing. I'm just quite envious of your relationship. If my pops had a person like you around, his being deaf wouldn't hold things up all the time. Why do you look so excited? Because... You said person and not floating child or a mascot. Könnte knapp werden. Benny's Adventure Team, assemble! Mr. Gute Festplatte. Ich habe nicht nur eine gute Festplatte, ich habe einige. Und servus, willkommen auf YouTube, Mariella. Auf der YouTube-Seite des Lebens. Koichi, I'm here! How is the boat coming along? Yeah, it's, all right, I guess. I was questioned, though. Wait, should we really be talking about this in front of them? 20 Wishes könnten ein bisschen wenig sein. Oh, don't worry, they're my friends. You can trust them. They came with me to check up on the boat. Yeah, you could say we're all in the same boat here. Oh, I see. Sorry, I didn't mean to doubt you. I'm just being cautious. The boat is ready, but I'll have to be discreet moving it here. Wenn ich daran denke und wenn ich welche finde, dann ja. Huh? Why is that? Because of the Sokoku decree,
The Tenryou Commission is really suspicious of any kind of seaborne vessel. Even the smallest ones, they'll stop and interrogate us, demanding to know what we plan on doing with it. It's a real nuisance. I understand. I'm sorry for dragging you into this mess. Don't be silly. I'm actually happy you came to me for help. I've always come to you for fireworks, and again this time. So just consider this my way of saying thank you. Right, I'll go fetch the boat now. I should be back shortly. Alles gut. Danke, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Darkwolf, und einen guten Hunger. Thank you. Oh, if it's on the way, you can always pick up your fireworks from my house. Everything was made in strict accordance with what was on the paper slip. You won't find the slightest thing wrong with them. All right then. The fireworks show will be starting soon, won't it? You should make sure your new friends get to see it. It's an Inazuma tradition after all. Yep, that's the plan. Oh, you know what? You should tell them about your past. About the first time you ordered fireworks for my family. That's a long story, actually. Where do I start? Maybe I'll come back to that after moving the boat here. Oh, right, yeah. Got caught up in the conversation there. Okay, well, I'll leave you to it for now and meet you back here later. Lucky you reminded me. Otherwise, I would have ended up chatting the rest of the day away. Ja, du hast ein bisschen viel I've been gelabert. so busy with the fireworks business these past few days that I haven't had a moment to stop and chat with anyone. It's killing me. Of course, Pops is happy to listen to me chatter away, but because he can hardly hear anything, it's difficult to get an interesting reaction from him. And I'm doing it again, aren't I? Ugh. What I meant to say was, while Koichi is bringing the boat here, we should try to find some firework materials. I need to make fireworks not just for you guys, but for those kids and Sakajiro as well. We're missing a lot of materials. It'll be fine. It's actually like this every year. There's always a bunch of extra orders to slot in here and there. When people want fireworks, it's always because they have something to commemorate. And if they miss the chance, they might never get another one. So, no matter how busy I am, I'm always happy to take their orders. So, what you're trying to say is that you enjoy the work? Oh, I do! I really do! Being born into a family of fireworks makers, I feel like since I was a kid, I've been obsessed with watching things go boom! And then seeing all the lights and colors and... But what I really wanted to say was, don't worry about me. It'll all be fine. Mach die Events und such die Truhen. Sorry. It's just that good conversation can be as fleeting as fireworks sometimes, you know? So, when I'm in the mood and I've got a lot to say, I just have to get all out there in one go and leave no regrets. Und jeden Tag die Dailies machen. Let's head to the city. I think I'll try my luck with some people that I know. Question! Doesn't it hurt your voice talking all the time? It can get uncomfortable, I guess, but what else would I be using my voice for? Huh. You kinda have a point. Was tonnenweise Pigeonhorns immer wieder bringt, sind diese Events, die man hier sieht. Hello, nice to meet you. Sonst gibt's hier nichts. Hier kannst du noch die Testdinger machen. Hier könnte ich den noch machen. Ansonsten... Ja. Genau, ausgerechnet Palmer muss hier jetzt die Frage stellen. Wie viele Events kommen? Es kommen immer neue Events. Genshin wird wohl niemals abgeschlossen. Ist so ein bisschen wie WoW. Ah, here we are. Hello, Morihiko. How's business these days? Ich habe keine Ahnung, was ist das Blutprotokoll? Yoimiya, there you are. I thought you might show up. Ha, no need to beat around the bush. You're here for the fireworks materials, I assume. I put a batch aside just for you. It'll definitely be in. Huh? Really? How did you know? Because a fireworks show is coming up.
And that usually means you'll be running all over the place trying to get your hands on some last-minute materials. I've come to expect it now. There's always a few extras unaccounted for, eh? Oh, I'm so sorry for bothering you every time. Ah, come on now. You know I didn't mean it like that. I'd sooner have my business go under than turn down one of your requests. Also morgen würde ich dann wieder Stray spielen mit der Katze. What about you two? Are you the ones needing some fireworks made? It's no trouble at all, my friend. Once when I had an argument with my son, Yoimiya was the one who came and calmed him down. I'm hopeless at communicating with him. If it wasn't for Yoimiya, who knows, he probably would have run away by now. Nah, he was never gonna come to that. He's a sensitive kid and he cares a lot about your feelings. It's just, he doesn't know how to express it. Maybe if you turn that frown upside down once in a while, he might feel more at ease. Yeah, I guess I'm probably too serious around him. Which is strange, because I don't think I'm anything like that when I'm talking with other people. Don't worry about it. No one's perfect. If you have any more trouble in the future, just come to me. Anime, cool, danke, dass du dabei warst. Even if it's not fireworks related, Gute I'll happily Nacht. oblige. Customers come first. Always. All right then. Everyone's always saying what a good kid you are. Your father must be very proud of you. Go ahead and take the ore, by the way. It's on the house. Oh, no you don't. That's out of the question. Don't worry. Just take it as a token of my gratitude. Hi. Gratitude won't pay your bills, though. Don't do this to me. Can't we just play by normal business rules here? I already said it's fine. Please, just take it. Surely you've got a load of other things you need to get done today. Well, how about this then? I'll record this in my notebook, and we can consider it a down payment against any fireworks you want to purchase in the future. There's no convincing you, is there? All right then, if you insist. Pass on my regards to your dad. Tell him Morihiko wishes him health and happiness. Will do. You look after yourself as well. Don't push yourself too hard. You don't want to make yourself ill again. Everyone seems to really like you, Yoimiya. You're not the first person to say that. In fact, some people think I'll literally do any favor they ask me to. When that happens, I say to them, hey, this is a fireworks store. We do fireworks. But they don't always listen, so it can't be helped. But also, it's not really a big deal. Anyway, we've gotten all the materials we need now, so that solves that problem. Next, we just need to go find someone to process them. Ist das nicht deine Aufgabe, Miss Feuerwerkherstellerin? Adventure time. Guten Morgen. Gut geschlafen, wenn du erst jetzt aufgewacht bist. Hajime, Mr. Aminoma, it's me. Ah, Yoimiya. If I'm not mistaken, you must be here for some firework materials. Seems like everyone knows how busy Yoimiya gets leading up to the fireworks show. Ich weiß nicht, was du meinst. I'm very sorry. Would you be able to wait for a while? I have quite a backlog of weapons orders right now. No worry. Oh, wait, actually, yeah, that could be a problem. Some worries. How about this? Do you need a hand? As long as we can get through your orders, you can help me process my ore, right? That will depend on my master. Oh, you don't mind, do you, Mr. Aminoma? As you know, it's not long now until the Naganohara fireworks show starts. There's still a lot of fireworks left to make, if I don't finish them on time. Talkative as ever, I see, dear child. The essence of Amenoma art is patience and focus. When the mind is disturbed, it will show in the blade that is forged. If you badger Hajime like this, you will only succeed in disrupting his concentration. Das sieht nur so aus. Das ist bei Venti, bei der Bar, Hust. But this is a special circumstance, surely. The Naganohara fireworks show is right around the corner.
So give me your ore, and I will process it for you. Huh? Master, you mean you'll do the work personally? Das kann die Hoffmann. Is that so surprising? It is, after all, the only option. Thank you for helping out, Mr. Amenoma. You're quite welcome. The Naganohara Fireworks Show is an important event. This I know well. In addition to this, I am indebted to Ryunosuke for all the business he has given me. Onyx, willkommen zurück. But Yoimiya, you should plan things more carefully in the future. Do not rush everything at the last minute. I'll try my best. In the future, I'll get some extra materials in to cover any unexpected changes of plan late in the day. Though for you, dear child, no matter how much you prepare in advance, it may never be enough. Excuse me. I will be back shortly. Wow, Mr. Amenoma! Just look at the shape and size of these grains. It's beautiful. I'm at a loss for words. It's been a while since I've seen you take up your tools, but it looks like your craft hasn't degraded one bit. Of course. I have studied these techniques my whole life. They are impossible for me to forget. So, have Amenoma Art and Naganohara Fireworks been working together for a long time already? Back in the day, it was my master, and Ryunosuke's father. The people may have changed from one generation to another. But Hajime, in the future, this will be up to you. I know. All right, I won't bother you guys any longer. Oh, remember to come and watch the fireworks. Okay, time to head off. Koichi probably isn't back just yet, but let's go wait for him. Na dann. So, wo ist der Sack? Just as I thought, he isn't back yet. But not to worry, because actually, I've been hoping for a chance to have a nice long chat with you all day. Nein. Sorry for dragging you with me everywhere. Everyone's been so good to me, though. It's all gone really smoothly. Feels like Paimon has barely spoken a word this whole trip. I felt like I was neglecting you guys, so I wanted to find an opportunity to catch up. When we first met, I was in a hurry. We didn't have a chance to sit down and have a proper chat. You guys are travelers, right? So, where else did you go before coming to Inazuma? I haven't been to Liyue before, but from what I've heard from Miss Beidou, it sounds like a really interesting place. But something big happened there recently, right? Didn't their Archon leave all of a sudden? Nee, ich habe ihn nicht selbst gezeichnet. A lot of crazy things went down as a result. Nur angepasst. Luckily, everyone worked together to stave off a huge disaster that could have wiped out the whole city. Oh, well, that's good to hear. I gotta say, it's pretty remarkable that the citizens managed to step up and keep things going even after their Archon left. I mean, I sure can't imagine Inazuma without the Shogun. My friend once said to me that only people with a strong will and a clear purpose decide to go traveling. Maybe it's to see a certain view or to fulfill a certain wish. So, what made you guys embark on your treacherous journey to Inazuma? And to find a lost family member, too. Danke. You were separated from your family because of a god? Oh, that must be really tough. I get it. Well, if that's how it is, then that's how it is. You know, unlike the outside world, what Inazuma seeks is eternity. In other words, a state of tranquility where very little ever changes. Ein recht exotischer Name. The advantage of that is that if you're ever tired from your journey, Inazuma's a great place to come and rest. Let me put it this way. I was just worried that you might be getting weary.
And if you keep pressing on in that state, you might start to lose sight of the things that made you want to start your journey in the first place. Sometimes. That's also just how it is. When you're exhausted, everything becomes an uphill struggle, even trying to have fun. You won't be able to enjoy yourself if you're too tired. An adventurer friend of mine once told me that if you're too focused on reaching the end of the race, you'll miss a lot of opportunities and precious moments to be had along the way. Don't worry though, I'm sure I can think of some way to get you feeling relaxed and happy. And you're here now, so even if you're gonna leave eventually, I want to make sure you at least leave with fond memories. Who knows? Once you're reunited with your family, maybe you'll find Inazuma the right kind of place to call home. I already have an idea of the color and type of fireworks I want to give you guys. I'll keep it a secret for now, though. Yoimiya, I'm back. Sorry to keep you waiting. Let's head over to the boat. Or, did you want to keep chatting a little longer? Okay, good. Let's go then. Just act naturally, though. We don't want to raise any suspicion. Aww. If it can withstand the storms out on the ocean, it must be super sturdy, right? Absolutely. Rest assured that the quality is guaranteed. Ansonsten etwas, was ich sehr gerne habe an meinem Charakter, die Möglichkeit hier. Ich bin blond, habe die lilanen Drachenaugen, das Laster auf der Nase und mein blaues Jäckchen mit dem VR-Zeichnen. Und das geht natürlich auch anders. Team, assemble! Lang. Hier. Blonde Haare. Pflaster auf der Nase. Die lilanen Drachenaugen. Hi. Und die blaue Jacke mit dem Feuerzeichen. Sagen wir einfach mal, in der Vergangenheit ist eine Verwandlung schiefgegangen. Hust, hust. Und wie geht's euch so? Oh, ow! Where did that come from? Und wieder männlich werden. Muhaha. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. Weiter geht's. Off we go. Guten Abend, Uwe. Es macht ziemlich viel Spaß, an den Charakteren weiterzuarbeiten. Und neue Variationen davon zu machen. Ah, sind bereits da. Hi. That's way too small. Can't be helped, I'm afraid. This is the biggest and sturdiest boat that I can provide. It's built from the finest Inazuman timber. Still, I'll be the first to admit that if he's planning to ride this into the storm, it's going to be exceedingly dangerous. Oh yeah. I'm also hoping Sakujiro won't have to use it. It's just there as a last resort. Die arme Pizza. So ist Rimgo Tempest. I gotta say though, Koichi, it feels like your craft has improved once again. Danke und dir eine schöne gute Nacht. Bye bye. I'm not the one you should be praising. It's all thanks to the guys who kindly pitched in. To avoid detection, we each worked on our own materials separately, then assembled them secretly in the night. This is the largest we could afford to build. Any bigger and there's no way it would pass the Tenryou Commission's inspection. Let's store the boat here for now then. I'll fill Sakujiro in when I get back. He'll need to make some preparations before setting sail. Uh-oh. Paimon feels really worried all of a sudden. Doesn't helping Sakujiro make you a collaborator in the eyes of the Tenryou Commission? Maybe it does, but I knew what I was getting into from the moment I agreed to help him. My family has pretty good connections with the Yashiro Commission. We work very closely with them. And whenever there's a national event of any sort, the other two commissions come to us too. As long as I'm polite and respectful and don't cause a fuss, they won't look to cause trouble for me either. And anyway, to your point about collaboration, you've been helping out too, right?
That's true. This was all a collaborative effort. Willkommen zurück, Anime-Lover. Ah, so you're seasoned crooks already, eh? Don't know what I was worried about then. Anyway, thanks for everything, Koichi. And your fireworks are ready, so just go pick them up from my house whenever you want. While you're there, you can get my pops to settle the boat construction fees. Gleichfalls, Dark Wolf. Gute Nacht. Oh, don't worry about paying anything. Third Sis would be sure to scold me if she found out I'd taken Mora from the Naganoharas. Who's Third Sis? Oh, let me explain this one. It's a story my pops told me. There used to be a thriving merchants guild in Inazuma. It got really prosperous. At one point, there were a dozen or so kids born around the same time to the families of the guild. They all grew up together, each of them learning their respective family's business. They were a tightly knit group of friends, but eventually, they all grew up and decided they each wanted to go into business themselves. It was inevitable that business would send them all to different corners of the world, and that they'd have far less opportunity to see each other in the future. No. That's right. Just before we went our separate ways, the eldest of the group suggested that we should all go watch some fireworks together one last time. They were all very ambitious types, and each had their own knack for doing business. One by one, they left, until Koichi was the only one of them remaining in Inazuma. Ich bin ganz klein, 36. After that, he hardly saw them. But whenever one of them did come back to visit, fireworks would always be involved. Yeah, no matter how close you and your friends are, there's always gonna be some distance after being separated for a long time. But as soon as the fireworks lit up the sky, it'd instantly take us right back to our childhood, and we'd be chatting away like in the old days. To us, those memories are eternal. Oh, so this is what you meant when you were talking about commemorating things. Yep, that's exactly right. That's why I can't let people down when they're counting on me for their fireworks. Anyway, I need to go update Sakujiro. See you, Koichi. Thanks again for your help. Yeah, I should get out of here too. I don't want to get caught red-handed. Dum dum dum. Okay, story time. So, whenever Koichi brings one of his friends from the trade association to see me, they always mention how they used to play with me when I was a kid, or held me once as a baby, or something. But there are so many of them in that friendship group, and I don't remember anything from that age anyway, so I never have a clue who they are. One time, he shows up with another one of his friends, and the friend asks me if I remembered him. So I'm like, yes, I do! You held me once when I was just a baby. Koichi just bursts out laughing and says, actually, this is one of his carpenter friends. Turns out he's a lot younger than he looks. Just a few years older than me. I went bright red and must have apologized like a million times. It was so embarrassing. Ah, süß. Echt süß. Ich mach grad die Main Story, da ist das Mitspielen schwierig. Danke. Du kannst dir auch mal meine YouTube-Videos anschauen. Meine Omril-Videos sollen auch sehr witzig sein. Habe ich zumindest gehört. Hust, hust. The boat is already and waiting. I'll mark the location for you on the map. Before you leave, I recommend that you pack some food and water. You can never be too prepared. Was ist los, Theo? Da hörst du's. After how much effort it took to get back in, it's hard to convince myself to leave again. Especially when I'll be going up against the stormy ocean on a tiny little boat. My prospects don't look great. Ich heiße überall gleich. Ich heiße auf YouTube KasatkaVR, ich heiße auf Twitch KasatkaVR und auf TikTok heiße ich KasatkaVR. Ich dachte, das macht es einfacher. Aber ich habe irgendwie auf jedem der Kanäle ein anderes Profilbild. Ich bin 138 Jahre alt. Ich bin ein Jugenddrache. Hi. Well, they won't look much better if you get caught by the Terrio Commission.
I'm afraid that sooner or later they are going to find you here. Time is starting to run out. I'm sorry. I'll make sure to get out of here before they come. I promise, I won't cause you and your family any more trouble. Also meine Inbox ist komplett übergequillt. Wenn, dann schreibt mich über Discord ab. Dann können wir drüber reden, ob wir uns adden sollen oder nicht. I didn't mean it like that. If we ever ran into any problems, I'm sure I'd figure something out. But if the Tenryou Commission does catch up to you, then make a run for the boat. Okay, I won't let them catch me. But... no, I guess this whole trip was a waste in the end. Ja, ich bin 36. Why did you want to come back to Inazuma anyway? Is there something you wanted to do? I didn't used to like this place at all. That's why I left. But looking back on things now, I was really just running away from my responsibilities. Once I started to realize that, I got restless. I couldn't stop thinking about the people and the things I'd left behind. So forget it. What does it matter now? It's too late anyway. Adventurer I Rank. originally wanted to make up for all my regrets, but instead, I found myself in this situation I'm in now. Adventurer Rank, das heißt so viel wie Abenteuerstufe auf Deutsch. What a pity. Kasatka VR, genauso wie auf TikTok. Talk to us about it. Maybe we could... If only there was no Sakoku decree, huh? Anyway, don't worry. We're not going to bother you about it. We'll keep trying to buy you as much time as possible until you reach your final decision. The Tenryou Commission. If only they weren't so overzealous, there might be a way. Oh, that's right! That elderly couple, old customers of ours, their son's in the Tenryou Commission, isn't he? Yeah, quite high up as well. Danke fürs Fingerhart. That's it. Just I'll go talk Luna. to them. Maybe they can do something. Are you sure they won't just report me instead? Oh, don't worry about that. They're really nice people. I know them well. They won't cause us any issues. All right. You should get back indoors, Sakujiro. We'll be back in no time at all. Weißt du, wie viele Leute mir vom Stream oder vom Discord-Server schreiben? Ich verliere komplett den Überblick. Okay, let's go. Time waits for no one. Naja, Kasatka VR, das war erstmal hier die zu Ende. Wait, Und dann sag hang ich es. on. What about the fireworks? All those materials? There's so many orders to finish. Pots? Pots? No, never mind. I know. I'll write him a note telling him to sort out the fireworks. Ahem. Why did you cut Paimon off earlier? Because what he needs isn't an answer. Just time. Also, Kasatka war mein alter Gamertag, als ich noch Counter-Strike gespielt habe. Früher war ich ein bisschen übergewichtiger, wobei jetzt habe ich wieder ein paar Corona-Pfund zugenommen. Ich muss wieder abnehmen. Ja gut. Früher war ich noch pummeliger und ich war Counter-Strike-Spieler und dachte, ich brauche einen guten Namen. Ich bin ein Killer, aber ich bin auch schwer. Ich bin ein Wal, also ein Killerwal. Und was heißt Killerwal auf Russisch? Kasatka. Und so hieß ich dann Kasatka. Und als ich dann meinen Twitch-Kanal oder so benannt habe, war Kasatka bereits vergeben. Und da ich ein ziemlich begeisterter VR-Spieler bin, habe ich mich Kasatka VR genannt. Und weil es langweilig war, zu der Zeit haben sich, glaube ich, alle LP genannt. Wollte ich nicht, also habe ich VR genommen. Jona, danke für die 5 Eichhörnchen. Klar, soweit? Ich bin Russlands Deutscher, wenn überhaupt. Geboren in Russland, als kleines Kind hierher gekommen. Als kleiner Babydrache. Well, if it isn't Yoimiya. Come on in, dear. Come and take a seat. Rumor Tempest, wieso das Fragezeichen? Oder habe ich was überlesen? Was ist dein Like-Record
Keine Ahnung, die sehe ich nie. Bei mir werden die nicht angezeigt. Das müsstet ihr mir sagen, was mein Like-Record ist. Irgendjemand hat mir mal gesagt, ich hätte in einem Video 16.000 oder sowas bekommen. Aber da hat wohl jemand mit Autoklicker nachgeholfen. Hust, hust. Are these two your friends? Spasiba. Yes, they're travelers from afar. Outsiders have a very difficult time getting into Inazuma nowadays. Indeed, these are unprecedented times. But seeing as they came all this way, we locals should give them a warm welcome. Mm-hmm. Oh, before I forget, I brought the fireworks that you ordered. Oh, thank you, dear. Your family is so good to us every year. First your father, and now you. I wonder if I'll still be around to see the next hair of Naganahara fireworks. Of course you will. You're both in great health. Don't say things like that. It's bad luck. We aren't as young as we once were, though. The body knows it. It used to be that I could spend all day working the land, carrying water back and forth. But now, even a moment of light work leaves me with all sorts of aches and pains. I wanted to do some weeding yesterday, but as soon as I bent down to get started, I suddenly felt that if I went any further, I wouldn't be able to get back up again. Ah. No worries. Say no more. We'll handle it. No, no, no. We can't be putting you to work when you're a guest in our home. I'll just go fetch the tea and some snacks, and then we'll continue our conversation. It's fine. It's not like it's the first time I've helped you with chores. I just haven't had much time recently with the fireworks show coming up. But once that's out of the way, I'll be sure to come by more often. Also meine Drachengestalt ist noch geheim, aber ich kann euch meine kleinere Menschengestalt zeigen. Hust, hust. It's no trouble, really. We don't mind helping. Oh, you're such good kids. If you're quite sure it's no trouble, then I have some pickled radish here. Would you mind delivering it to Satoru on the other side of the village? Sure. It won't take us a moment. The old folks aren't very mobile, so come on, let's help them out. Na dann. Willst du noch liegen? Okay. Zur Babydrachensache. Moment. Wo ist die? Ich suche. Quasi Babydrachen-Reveal. Hust, hust. Aber kein Face-Reveal, sondern Babydrachen-Reveal. Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. Da, hab's gefunden. Ja, das Ding mal weg. Also, Moment. If you ever want to trade Hier, das tactics, so. I'm always ready. Jetzt Bildschirmübertragung. Nicht Fensteraufnahme, Bildschirmaufnahme, da. Hier rechts seht ihr meinen VR-Chat-Avatar, meinen VR-Chat-VTuber. Und jetzt bereit, Rammelwirbel. Dam, 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 dam. Hi. Babydrache. Ganz große Augen hatte ich damals. Und was meint ihr? Plong. War ich nicht süß? If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Perfekt. Na dann, zurück zum Spiel. Bildschirmaufnahme beenden. Zurück nach Genshin. So, ich soll ihn sauber machen. Am besten mit Feuer. Brennen. 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 Yeah, you got it. And that should just about do it.
Satoru is on the other side of the village. Let's go see him now. Nicht so gut, aber ich finde den Babydrachen. Er ist ein Babydrachen, was meinst du? Natürlich ist er süßer. Oder soll ich wieder weiblich werden? Babydrache gegen weibliche Version? Hm? Babys sind immer süßer. Thank you, dears. Oh, sorry to make you run errands for us. I'll brew some tea and prepare some snacks for when you get back. Babydrache. Adventure time. Ich arbeite zurzeit an einer Teenage-Version von mir. Hust, hust. Da habe ich irgendwie 3 Generationen. Hey, Toru, how have you been? Keeping well? Dann brauche ich noch so einen richtig alten Sack, der mich in der Zukunft darstellen soll. Und dann hätte ich 4 Generationen. Ein Babydrache, ein Teenager-Drache, wobei eigentlich ein jugendlicher Drache und dann mich als Teenager-Drache. Und dann mich als alten Sack. Ich wäre mit für diese... Welche Version? Yeah, same as usual. Not much has changed. You're looking full of life, as always. All thanks to the support of our loyal customers. The family business just keeps getting better and better. Ein Grab? Was für ein Grab? We sold some fireworks to Liu a while back, and word is they were a real hit. So it looks like we'll be getting more business from over there in the future. That must mean a lot more work for you, though. Are you sure you and Mr. Ryunosuke can manage? If it gets too much, don't forget, you can always ask me for help. Hmm? Die Stray-Version. We should be fine. I think we can cope. Oh, yeah. This is some pickled radish from Mrs. Imatani. Oh, wow, thank you so much. I never used to be a fan of pickled radish, would you believe? Meint die pupsig? Nein, das würde sie doch niemals machen. But then I tried some of Mrs. Imatani's homemade stuff and I couldn't get enough of it. It's a family staple now. Speaking of your family, how's everyone doing? They're doing well. We have the occasional heated argument, but I guess that's every family ever. Being close to family is better than never getting to see them, even if it does mean putting up with some conflict. Now, Mr. and Mrs. Imatani seem to have a great relationship, but still, they must get lonely with their child never visiting. Huh, they didn't seem that way to me. I think they're just used to it. You make a good point, though. I should drop by more often in the future. That way, they won't get so bored. Oh, I'm sure they'd love that, as would all of us in Konda Village. You're always welcome here. Thank you! Now that we finished all the chores, it's time to talk to the Imatanis about Sakujiro. Dum, dum, dum. Weiter geht's. Stray-Version. Moment. Du meinst, wo ist der Kollege? Die Version hier? Wo ist OBS? Benny's Adventure Team, Ey, assemble! ich will nicht... Nein, nicht das hier. Fensteraufnahme, Hilfe. Du hast neue Emotes? Nice. Wo ist die Bildschirmaufnahme? Hier. Du meinst die hier? Meine orangene Katzenversion? Hi. Good things come to those who don't wait around. That's what they Danke. say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably Ich true als for kleine me. orangene Katze. Miau. Na gut, Bildschirmübertragung wieder beenden. Weiter geht's. Wo ist der Benny's TikTok? Adventure Team, assemble! Oh, Bennett tut mir so leid. Danke, Sunshine One. Okay, wir wollen da hinten hin. Wir müssen mit den alten Leuten reden. Off we go! I'll be as great as Adventure time! W, sind das die neuen, die du gerade eben gepostet hast? That was quick. Ah, young people are so handy. Younger people have bundles of energy, and older people have a wealth of wisdom. Each have their strengths.
Nice. Speaking of youth, do you know what? It's been 50 years this year. Oh, so it has. Goodness, how the time flies. You barely notice as the years go by, but then suddenly 50 years have passed. 50 years since what? Some important day? Ja, sind sie. Oh, später in VR-Chat muss ich dir eine Sache zeigen, W. Hab ein paar Sachen gefunden, die dich interessieren dürften. Hust, hust. Well, if you must know, it was 50 years ago, back in the days when this young lady was still trying to win me over, that... Oh, stop trying to impress them. We both know you were the one who was hopelessly smitten and desperately trying to win my affection. Wieso arbeitest du mitten in der Nacht, W? Well, maybe you're right. 50 years ago, I proposed to my wife at the Naganahara fireworks show. We've been together ever since. Erinnerst du dich an deinen Hauptavatar, den du in VR-Chat immer hattest? Ich habe ihn als Public-Version gefunden. Hust, hust. To tell the truth, I was still a little uncertain. I wasn't sure what I was doing when I walked into the Naganahara's shop and ordered my firework. Danke, Rimro Tempest. Das ist nicht ein Satz. Even as it was rising up into the sky, I still had no clue what I was going to say. Okay, danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht und süße Träume. But then it exploded, the sky lit up. I looked back at her and saw her eyes twinkling in the light of the fireworks. Ha, das wusstest du gern, MW, oder? W, ich habe meine Methoden. Before I knew what was happening, apparently, I'd already said it. And, well, she'd said yes. 50 years. In some ways, it's a long time. In others, it's no time at all. Really, it's just a number. But 50 years of being together, now that is something worth commemorating. I had no idea it was your 50th anniversary. If I'd known, I would have made some extra fancy fireworks just for you. Oh, no, it's quite all right. We always set off the same firework every year. It wouldn't be the same without it. Wir haben gerade mitten in der Nacht. Eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich dir. Seeing that firework go off takes us right back to those days. Even at this age, we still look back with not a single regret. Ah, what a great relationship they have. Enough about us, though. Yoimiya, aren't you busy with the fireworks show coming up? Was there something you needed to discuss? Yeah, it's a difficult thing to talk about, but here goes. Sakujiro. So he came back. Huh? You know him? He was our boys' best friend when they were young. They were inseparable. They grew up together, shared everything with each other, and went everywhere together. Willkommen zurück, Dark Foxy. But one day, they had a terrible argument. Sakujiro seemed to feel that Inazuma was too peaceful, and wanted to see what the outside world was like. But our Keisuke took after his father and mother. He felt that there was nothing wrong at all with being peaceful. You know what children are like. They get terribly worked up about these sorts of things. In the end, Sakujiro stormed off, and that was that. I see. Keisuke said nothing to me or my wife about the fight. We could sense that he was very hurt by it, but he didn't want to talk with us about how he was really feeling. Eventually, whether out of pent-up anger or for some other reason, he joined the Tenryou Commission. If it was anything else, I could talk to Keisuke, and I'm sure he'd be willing to help. But since it's Sakujiro, I don't feel there's any way we can get involved. What a strange coincidence. Who'd have
I understand now. When I asked Sakujiro why he came back, he just said because of past mistakes and wasn't willing to elaborate. Now I finally understand why he can't decide what to do. Two best buddies in childhood. One grows up to join the Tenryou Commission, the other grows up to join the Tenryou Commission's most wanted list. Well, no worries. If that's the case, then never mind. We can find some other way to help Sakujiro. There's no need to make things difficult for you. This sounds like something for Sakujiro and Keisuke to resolve between themselves. Yes. It'd be so nice if they could go back to the way things were. I think after all these years, they ought to let go of their grudges. Well, can't say we didn't try. I'll let Sakujiro know after we get back. Oh, ow! Where did that come from? Benny's adventure team, assemble! Or not. One day, I'll be as great as Ryuji. Ach so. Okay, danke für den Hinweis. Viel Spaß bei der Arbeit, W. Fühl dich geknuddelt. TRT Velo, danke für den Rainbow. Falls es nicht durchkam. Und Servus, Kushina Tsumaki. Kushina Uzumaki. Kushina Uzumaki. Hilfe, Naruto. Off we go! Yoimiya, something bad's happened. Some people from the Tenryou Commission came by. Huh? Why? Pops, are you alright? They didn't do anything to you, did they? I told them the show was starting soon and the place was filled with fireworks, so they shouldn't go in because it's a fire hazard. But they didn't listen. It seemed like they knew Sakujiro was inside. Hä? Okay, wie inwiefern gibt's auf Twitch Probleme? Und auf YouTube? Hast du da dieselben Probleme? Luckily, Sakujiro heard them coming in time and managed to escape through the window. Oh, this is bad news. I don't think Sakujiro had enough time to make his mind up. Pops, did you see where he went? Oh, the Tenryou Commission will definitely be chasing after him. Okay, seltsam. Good point. Names. Reading names. Suddenly showing up like this, surely it must be Keisuke's doing. The Commission wouldn't normally cause this big of a fuss over a stowaway. Sorry, my ears are no good. And I didn't get a good look at them either. If you're wondering which way they went, they left the city. I wish I'd caught their names. But I didn't hear a thing. As it happens, I did. I was getting some ore from my friend's place and happened to bump into them on the way over. I think their leader's name was Keisuke, just like you said. Just as I thought. Thanks. If Sakujiro still hasn't made up his mind, those two running into each other won't solve anything. And even worse, there'll be no coming back from it for Sakujiro. We can't let that happen. Come with me. Let's track them down.
Was ist bloß mit dem Internet los? Muss ich mal bei Telekom beschweren. Ist ja furchtbar. It's Moshizaka and his friends. Let's ask them. Hi, Yoimiya! Are the weapons to scare away the great Mujina yokai ready yet? Oh, Mr. Ryunosuke is making them right now. You can go collect them from my house later. Aren't you gonna play with us, Yoimiya? I'm sorry. I have something important to do right now. I'll be back later on. But I'll bring you guys some candy next time. The extra sweet candy, the one you guys love. Yay! We're gonna get candy! Woohoo! Candy! Woohoo! Also, I wanted to ask you guys something. Did you see a bunch of scary-looking men come by here at all? Yep, we did. It looked like they were chasing someone. Are they trying to catch a monster too? No, don't worry. It's all just a big misunderstanding. Be good kids and stay out of trouble, all right? Stay in the city for now, and I'll come play with you after the fireworks start. We will. We'll be on our best behavior, especially for you, Yoimiya. It looks like this is the right way. Let's keep going. If Sakujiro still hasn't made up his mind, I guess I'll have to step in. Look! There are people from the Tenryu Commission over there! It must be them! Na dann. Sorry, official business. I can't let you pass. Halloween-Stimmung? Inwiefern? Sakujiro and Keisuke are up ahead, right? We need to talk to them about something. Didn't you hear me? You're not getting past. Ugh, what a nuisance! Well, you've only got yourself to blame! I'm going in! Time for a light show! Ich weiß nicht, wie man mit Yoimiya kämpfen kann. Odds revealed, I must withdraw. To ashes! Do I get frostbite? Let's light it up! Midnight Phantasmagoria! Jetzt hört auf, hier so herumzustöhnen. Ist ja Let's furchtbar. light it up! Wie viele kommen hier denn noch hin? Teamwork is dreamwork! Power that ended Python! Jetzt hört auf, hier herumzustöhnen. Das ja, kriegt doch Probleme mit Judith und The Switch. Hallo? By royal decree! Rechts, halt! Und hört auf, herumzustöhnen, versteht ihr nicht. Let's light it up! Furchtbar. How dare you impede the work of the Tenryu Commission? Tiativello, danke für das Fingerhart und die 7 Rosen. You will be punished for your actions. There is nowhere you can escape justice. Not even at the edges of the world. Look at that! The one with the loudest mouth had the fastest feet. We can't waste any more time on these guys. Let's push on. They should be just ahead. Ich muss mich morgen mal wirklich bei Telekom beschweren. Es geht nicht, dass die Internetverbindung so quasi zusammenkracht. Dann Sunshine One, danke für die 2 TikToks. Und da lang. Adventure time! Your skills with the sword have stagnated, Sakujiro. You should have known that you stood no chance against me in a duel.
I never imagined I'd fall into your hands. If this is to be my fate, I accept it. But your return says that you finally came around to my point of view. Whatever you say. You will return with me to the Tenryou Commission to await your sentencing. The one who made this boat will also be punished. Wait! It doesn't have to end like this! Don't you have anything else to say to one another? Hey, I know you. You're Naganahara's girl, who makes the fireworks. I know you like to get involved in other people's business, but stay out of this. It doesn't... It's okay, Yoimiya. The past is the past. Then why did you risk life and limb to get yourself back into Inazuma? And why were you so reluctant to leave after you got here? I'll tell you why. This is why. This is the chance you've been waiting for. To talk everything through. Das Geisterspiel? Wie heißt das Geisterspiel? Ja, Daphne, beantworte uns. Wie heißt das Geisterspiel? I have nothing to say to him. He's a criminal. I work for the Tenryou Commission. There is never any room for discussion. Out of respect for the friendship we once had, I gave him a chance to fight for his freedom. But his skills with the sword are as disappointing now as they ever were. Oder meinst du Phasmophobia? What are you talking about? And just who do you think you're kidding? You left all your subordinates back there to guard the road, making sure no one else followed you here. Seems to me like you were hoping for a chance to talk. I can see it in your faces. You both have so much to say, and you're just gonna choose to keep it all inside? Tuh. Don't flatter yourself. What would you know? Yoimiya, leave it. It was just my wishful thinking. Oh. No, I won't leave it. I will not stand by and watch when you haven't even done anything. Keisuke, you seem to like settling things with a duel, so let's do it your way. I challenge you to a duel. If I win, then you need to say everything that's in your heart. No more running from your feelings. And the same goes for you, Sakujiro. If I win, you will tell Keisuke exactly why you came back, no matter what the consequences are. You have to tell him everything. If you don't say anything now, you may never have another chance. And if you lose? Then I'll admit to collaborating with Sakujiro and accept the Tenryou Commission's punishment. Yoimiya. I accept. Let's settle this with a duel. Sir, we're here to back you up. Back up? Duels are supposed to be one-on-one! All right, that's it! Let's help Yoimiya! We can't let her fight them all alone! Midnight Phantasmagoria. Let's light it up! Everybody stand back! No rest for the wicked. To ashes! This one will be frozen in time. Huh? Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Was ist denn los? Kämpf doch mal. Let's light it up! Eyes on me! Let's do the duel. Here come the fireworks! Time for a light show! Sir, they are too strong. We need more men. Stand down. What? I thought I told you to stay away. Now stand down. Yes, sir. Sorry. Oh, der billige gefällt mir besser. Das heißt nicht, dass er gut ist. Hust, hust. Na, er ist in Ordnung. Young lady, you are just as obstinate as Sakujiro was back then. Ich habe Angst zu fragen, oder ich sollte lieber nicht fragen. Na, wieso? Was ist los, Colin?
Why were you so convinced that we had things to say to each other? Because Sakujiro may not have told me about you when he came back, but he did order a firework from me. Then, your parents told me about what happened between you when you were younger. Once I'd heard the story, I realized that the firework meant something special to you both. And that's why I simply refuse to believe that you have nothing to say to each other. Tiativelo, danke für das Eichhörnchen. Nobody sets off a firework to feel lonely, do they? The reason I came back is that... It wasn't that I'd changed my mind, I just felt that what I'd done in the past was to try to escape from reality. I saw the freedom of Mondstadt, the contracts of Liyue, the wisdom of Sumeru, and the justice of Fontaine. It all left a deep impression on me. I was glad that I'd left Inazuma, but then I happened to hear about the Sakoku decree. I was an escapee, and I was proud of that. What I should have tried to do is take the good things from the outside world and bring them back home. So that's why you came back? Out of your naive hope of changing the way things are here? Oder was? Ich glaube, ich werde heute diese Eichhörnchen schenken. Wie viele Kieferzapfen? Was für Kieferzapfen? No, I let go of all those delusions of grandeur. I just felt that... Diamanten. I never should have run away like that. Colin sagt Diamanten. After all, you never ran away. Rechtshänder. Huh? I don't know about you, but life hasn't been easy for me. But I just had to come back and visit. It was like fate was calling me, and I couldn't ignore it any longer. Life isn't easy for anyone. I truly worship the Raiden Shogun. Her ideas were my personal creed, and I desired nothing more than to see her will done. But now, my role is to punish violators of the Sakoku decree and confiscate people's visions. It's not what I signed up for when I joined the Tenryo Commission. Oder eine Eichel. I do wonder, am I really doing the right thing? The boat is yours. Huh? I couldn't make you stay in Inazuma, but that doesn't mean I want to keep you here by force. What will you say to the higher-ups? Don't worry about that. I'll handle it. If you want to come back, I hear the process of returning to Inazuma from the outside world is long and complicated, but it can be done. I will lend you my help, but until then, you'll have to wait. And don't kick the bucket on the way out. Don't worry, Keisuke. I won't. Any chance we can watch the fireworks together? Danke. Maybe next time. I'll be demoted for sure. Bei dem letzten, mit dem i7, war die CPU bereits total überdimensioniert. It's not like me to give in to childish sentiment like this. I can't explain why I went through with it. Hi, wurde jemand meiner und meiner Freundin die WhatsApp-Gruppe beitreten? Wir suchen Freunde. Klingt cringe. So ein bisschen. Na gut. It's the geht's. one that Sakujiro planned on using for his escape. I asked Yoshitaka and the others to transport it here, citing the temporary contraband storage clause. Forcing Sakujiro to this spot was also something I had planned all along. It's just like you said, Yoimiya. Even though I hadn't fully made up my mind, my actions betrayed my intent. But I think you did the right thing. And look, now you've managed to resolve the grievance in your heart by talking about it. I understand now. Thank you. I didn't know you were quite so perceptive. You saw right into what I was thinking. That's only because I know your parents so well. They're both really nice people, so I didn't think the apple would fall too far from the tree. I had heard there was a new Naganohara running things these days. Little loud and reckless, maybe, but you live up to the family name. By the way, Naganohara fireworks can reproduce the firework that the two of us set off back then, right? Would you be able to make one for me? Sorry, no can do.
Without the slipper reference, I can't make the same one again. And I'm afraid Sakujiro is the one with the slip. Ah, I see. Aw. Never mind then. Don't get too down just yet, though. I mentioned that Sakujiro ordered a firework from me, didn't I? I can't make another one, but I'm guessing Sakujiro probably won't be needing his anymore. It'd be a shame for it to go to waste, so I'll make an exception and let you set it off instead. Thank you very much. No worries. And don't miss out on the start of the fireworks show. Yoimiya! The way you took command of that whole situation was amazing! What can I say? I like to talk. I'm a strong believer in the power of words. If you're not willing to communicate, then the problem just sits there. If you just keep staring at it without doing anything, eventually you'll watch every last opportunity to resolve it slip away before your eyes. Sakujiro and Keisuke can't turn back the clock in their relationship, but that's no reason to live with remorse. Anyway, follow me. I'll bring you to the perfect place to watch the fireworks. My pops will set off the firework that I wanted to give to you. Na, ach so, dahin. Spaghetti mit Fleischbällchen. Oder Spaghetti Bolognese, sowas in der Art. Alles gut. Also falls ich mich erinnere, wird das jetzt eine richtig schöne Animation. Alle bereit? Überdimensioniert heißt einfach nur, dass du zu viel Geld für Leistungen bezahlen wirst, die du nicht brauchst. Also, let's go. Huh? Oh. Oh, it's... Keisuke. So, Yoimiya, these fireworks, what do they mean to you? Yoimiya? Shh. Huh? Oh. That was amazing. It was so beautiful I could weep. I didn't actually cry though, right? I just feel a bit misty-eyed. Inozuma, da bin ich gerade. Oh, remember that big one that went up first? The gold one? That's the one I had Pops make for you. Oh, Paimon saw it! It was one of the best ones! They won't forget that anytime soon! That's what I wanted to hear. I was hoping it would leave a deep impression on you guys. No matter where your journey takes you, and no matter what hardships might lie ahead, I hope you'll always be able to look back fondly on the fireworks you saw tonight. I believe that as time goes by, this firework will only grow brighter and more beautiful in your heart. Oh, and also, you're technically my customers now. Here, this is your paper slip. If You know, Yoimiya, you seemed to turn into a completely different person during the fireworks. You were so quiet, and it was like you couldn't hear anything at all. Sagte doch gerade Spaghetti Bolognese oder mit Fleischbällchen. Oh, I can hear you. I just have a habit of being silent while I'm watching fireworks. Quietly watching something you made with your own hands rise into the sky feels like a sacred ceremony to me. You asked me what fireworks mean to me, right? Yep.
Well, for Koichi, who built the boat for us, and his friend, Third Sis, fireworks commemorate friendship. For Keisuke's parents, they commemorate marriage. And for Keisuke and Sakajiro, they were commemorating... Oh yeah, right, beliefs! As for me, to be honest, even though I've thought about it countless times before, I still haven't found an answer. Seriously? Huh. Paimon was expecting something deep and philosophical. Servus, Well, ganz gut im no one's Satz. ever asked me this before, so I've never really settled on an answer. It was by chance that I happened to be born into the Naganohara family, so it was by chance that I ended up learning this craft from my pops. It's also by chance that I've met so many people, learned so many things, and discovered that people associate watching fireworks with the things that are most precious to them. Fireworks that disappear in a flash of light are probably the furthest thing away from the eternity that our Shogun desires. But people's feelings don't just disappear, and it's those feelings that give fireworks their purpose. If nobody wanted to watch fireworks, then they wouldn't exist. Also, consider this. You have to have the Naganoharas because so many people are emotionally invested in the existence of fireworks. If we didn't exist, their wishes would go unfulfilled, wouldn't they? You know, I don't really think about complicated things like this very often. But I'm proud that I was born into the Naganohara family and have the chance to make so many pretty fireworks. So. Inazuma is not such a bad place. Paimon's having a pretty good time. But we should probably go and see about the next operation that Thoma and Ayaka were talking about, right? Ja, sie ist echt süß. As usual, it's the first stop, Hi. Kawaii Tea House. Öfters Are you hier. ready to head over? Ich muss mal kurz... Was? Sorry. Alles gut. Ich muss mal kurz für kleine Königsdrachen. Ich bin gleich wieder weg. Gleich wieder da. Brauche nur so 30 Sekunden. Bis gleich. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Einmal das hier. Und dann einmal das hier. Bis gleich. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Hokus Pokus und ich bin wieder da. Boom. Hi. Habt ihr mich vermisst? So, wie sieht's aus? Wo ist der Chat? Wo ist der Stream?
Ich bin wieder da. Los, machen wir weiter. Also. Sollen wir mit der... Das dürfte die Main Quest sein. Ich befürchte, das ist die, wo wir dann den Raiden Shogun das erste Mal treffen werden, oder? Stimmt, warte. Wollen wir die dann heute machen oder ein anderes Mal? Und wir machen die andere Nebenquest noch weiter. Was sagt ihr dazu? Oh, ihr seid so süß. Also, was meint ihr? Danke, ich wünsche dir auch noch eine gute Nacht. Bye, bye. Alles gut. Willkommen im Stream. Das ist Raidens Love. Die Frage ist halt, ob wir jetzt mit der Main Story weitermachen und auf Raiden Shogun treffen, ne? Oder ob wir andere Nebenquests machen und das für einen anderen Tag heute machen. Wieso frage ich euch überhaupt? Ihr wollt es immer alles heute machen. Am liebsten würdet ihr es haben, dass ich hier 24 Stunden am Tag streame, oder? Schnief. Warte, hier ist was. Ich will was. Ich sehe was. Hier. Moment mal, wie komme ich da hin? Ich will das Ding haben. Stray kann ich dann morgen zocken. Komm hoch mit dir. Noch höher. Noch höher. Nein! Hör auf, runterzufallen. Ich will da hoch. Wo ist das Ding hier? Ich gerade. Okay, wo ist dieses. Ach, direkt über mir. Okay. Kann ich da überhaupt dran? Nein, hör auf, runterzufallen. Okay, mir reicht's. Ich lasse mich hier nicht verarschen. So. Nee, so lange halte ich nicht durch. Hust, hust. Wobei ich überlege gerade, ob ich vielleicht wirklich mal so einen 12-Stunden-Stream am nächsten Wochenende machen sollte. Ich bin ja kurz davor, die 1000 Abonnenten auf YouTube hinzubekommen. Und quasi dann so eine Art Special, wo wir die 1000 dann knacken. Was meint ihr? Na gut, zurück zum Spiel. Ach was, es wird easy going. Na, wir werden sehen. Aber wie gesagt, erstmal brauche ich die 1000 Abonnenten auf YouTube. Mal schauen, wie das laufen wird. Ansonsten, ja, ich würde dann die Main Quest mit Raiden Shogun nach hinten anstellen und die ganzen Sidequests endlich mal machen. Ich habe viel zu viele Sidequests, die ich endlich mal abschließen sollte. Zum Beispiel diese da unten. Großen Club sonst will schließen. Taurus Iracandus, was auch immer das sein soll. Das tägliche Wesen des Westwinds. Sarah vom Herrscher der Bitte an den Ritter. Das ist die Jean-Quest, genau. Theoretisch hat uns... Hier, die könnten wir mal machen. Danke, danke. Also soll ich nicht machen, hab auf Awesome. Lieber kurze Streams oder gar keine Streams. Soll ich aufhören mit dem Stream? Nee, ich habe keine Ahnung, wo der Kelch der Freundschaft ist. Wo muss ich überhaupt hin? Hier. Servus, Soja, Ravu. Stream in Discord. Ja, nee, ist klar.
Ich komme gleich. Nein, hör nicht auf. Was? Darf ich dich darüber informieren, dass das sehr falsch klingt? Mandela, das hört sich sehr falsch an. Ich bin verwirrt. Was geht? Ich bin verwirrt. Habe ich schon erwähnt, dass ich verwirrt bin? You said you had other things to look into, as if you're some sort of man of mystery. When actually, all you meant was you wanted somewhere new to park your backside while you read your book. Mhm. Wer von uns hat den Dirty Mind? Ich meine ja nur. I see. I guessed as much. Did you really guess, or are you just saying that to sound clever? The course of action we must take is now clear. To start with, please deliver this letter to the Feiyun Commerce Guild. They will know what to do. Ganz klar Ganyu. My liege, for reasons that I cannot explain, I will be unable to join you. There is no need for you to read the contents of the letter. When the time comes... Ugh, this writing is super hard to read. Paimon can't make heads or tails of it. Ja, kann ich verstehen. Mhm, eindeutig du. Aha. Wer ist Karamov? Verstehe ich blass. Hence why I said there's no need for you to read it. The Feiyun Commerce Guild will have someone who can understand it. But why would you want to get them involved? They're one of the big-wig commerce guilds in Liyue. Why would they want to help us? Since we got to Liyue, Paimon keeps hearing people mention it. Seems they oversee a lot of business that goes on around here. Having such big backing would be great and all, but are you sure they'd want to help? No need to worry about that. From what I know, they share my sense of chivalry. Once they have read the carefully reasoned and passionately argued case I put forth in this letter, they will certainly be moved to action. Gentry Moutsai must be taught a lesson he will never forget. This is something we cannot do on our own. Viel Spaß, Herr Roche. Also, I do not wish for anyone else to know of my involvement in this. Nice. Why not? You're only doing this to try and help Chang the Ninth, right? To silently disappear at the matter's conclusion, concealing one's name and contribution. Each droplet of kindness I receive, I am duty-bound to repay with a welling spring of gratitude. I seek neither praise nor reward. Willkommen, schön, dass du zurückgekommen bist. That sounds very lovely. But be honest, you just want them to do it so you can carry on reading your book, don't you? Thank you in advance for delivering this letter to the Feiyun Commerce Guild. Someone from the guild should be able to receive you near Lioli Pavilion. Hey! Okay, gut zu stop wissen. ignoring Paimon! Also, das wäre dann hier Sonderaktion. Nee, nicht Sonderaktion. Oder? Amtlizenz, nein. Community, nein. Umfragen, nein. Was war das nochmal? Das war keine Aktion. Doch, das müssen doch... Errungenschaften, Händler, Zeit. Wo finde ich denn das? Das müsste doch hier irgendwo sein. Händler, nein. Errungenschaften, nein. Handbuchfiguren, nein, nein. Karte, Aktion? Nein. Abenteuer, Gebet, Ereignis, Erlebnispass, ist das da? Nein. Community vielleicht? Nein. Höhenpunkte der Version. Layla. Nahida. Ich sehe nur Layla. Nahida. Neue Figuren. Layla und Nahida. Was anderes sehe ich gerade nicht. Rückmeldungen. Scheinbar auch nicht. Gut. Wie mit dem... ich suche diese Updates, diese
Hier gibt es doch immer solche Nachrichten, die, so News. Ich sehe nur die nicht. Mit Informationen über die Banner zum Beispiel. Wisst ihr, was ich meine? Ja, man kann bei Events Charaktere bekommen. Über Nachrichten, ne? Umfrage, nein. Belohnung, nein. Wie viele Na egal. Wird schon passen. Hallo Oma. Okay, sind auch nicht erläutert worden. Gut zu wissen. Ein bisschen Ausrüstung einsammeln, wenn man schon mal hier oben ist. Über Escape, über Nachrichten. Ja, aber da sehe ich ja nichts. Aber ist da noch nichts gekommen? Naja, wird schon passen. Egal. Glückwunsch. Ich bin noch ganz klein. Ich bin nur 36. Mief. Okay. Wo muss ich hin? Nach unten. Wo das... Ah, Ankündigung. Hier, die zwei, die gibt's bereits und die wird als nächstes kommen. Naja, gibt's noch keine Information dazu. Ich habe auch erst vor 1-2 Wochen angefangen. Oh, da ist eine Kiste. Ich will gerne die Kiste haben. Jetzt stell dich nicht so an, bei du. Nein, nicht runterfallen. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Komm hier hoch. Springen wir hier rüber. Geht doch. The more the merrier. First round's on me. Na, ich habe bereits was Schönes bekommen in diesem Banner. Also ich bin zufrieden. Hi. Bester Support ever. Da lang. Da wählen wir. Ja, Miko. Was ist hier? Miko ist sie Main DPS, DPS oder Support oder? Excuse us, we come bearing news of a matter requiring your assistance. It's all in this letter. Weiß ich noch nicht, werde ich mir anschauen. A letter? Oh, I see. This again. Aber ich habe so wenig Wishes und ich pay nicht rein, von dem her ist unwahrscheinlich, dass ich das nächste Banner bekomme. Das übernächste kann ich dann bekommen. Oh, don't mind me. I was just speculating. Let me give this a read. Can we actually read this thing? Is it even written in the common tongue? Miko ist dann Feuer. Yes, the script is inimitable by the uninitiated. Honored guests, you must both be wary from your long journey. Please allow the Feiyun Commerce Guild to be your host for tonight. Please rest assured that the matter written about has been duly received. Na dann. We just need some time to prepare. Ne, Elektro habe ich viel zu viele Charaktere. Wassercharaktere fehlen mir noch ein paar. Das heißt, ich würde wohl eher Child nehmen. Wobei ja Miko schon nice wäre. Please take a seat here in Leo Lee Pavilion, where you may enjoy some light refreshments while taking in the ocean view. Consider it a small token of our esteem. Yay! Tasty snacks! They're giving us the VIP treatment. Of course. We treat visitors with the utmost respect here at the Feiyun Commerce Guild. When honored guests grace us with their presence, far be it from us to shirk our duty to them. War das auf YouTube? Please, this way.
Aber ich habe schon so viele Elektrocharaktere. Mir fehlen ein paar And Wassercharaktere. Paimon thought we'd get Und kicked Eis. out or turned away at the door. Paimon didn't think Guhua Geek had so much clout. Thank you for your patience. Kannst du mit Beidou austauschen? Was, wie, wo, wer? With the amount Ach so, of wealth okay. and power Gentry Moutsai has, it will take more than a slap on the wrist to get through to him. For him to correct the error of his ways, he must feel for himself the same suffering he has inflicted on Chang the Ninth. Since Gentry Moutsai's business has to do with core lapis, we simply need to buy up all the stock there is in Liyue. That will put him in a rather sticky situation. Deprived of the necessary raw materials, even the best craftsperson in Tevat would be unable to make their product. Great idea! That'll be sure to mess things up between him and the Fatui. But Liyue is huge. Is it really possible to buy up every last bit of core lapis in the harbor? Genau, morgen gibt's Stray. With the timescale we are on, it is indeed a challenge. Hence, as stated in the letter, we must ask for your further cooperation in the matter. First, there are a number of vendors in the city you will need to buy from. I've marked their respective locations on your map. There is also some unsold core lapis at the chasm. You will need to purchase that too. Finally, there is Chang the Ninth's batch. Alrighty, so 3 sellers in the city, another one at the chasm, and then Chang the Ninth. Roger that! Of course, we are not expecting you to cover the costs. Wow, so many mora! With cash like this, Paimon could rent out Lioli Pavilion and eat there for a whole month! Well, this is not the first time we've had to do something like this. It's just par for the course now. All you need to do is strike a deal. The Feiyun Commerce Guild will handle the transportation and other trifling matters. Once you have purchased all the core lapis, please proceed to the Feiyun Commerce Guild's warehouse, where you can see the rest of the plan unfold. Was, Belmadella? Das geht doch nicht. Du bist doch gerade eben erst gekommen. Wieso musst du jetzt schon gehen? Na gut. Hab eine schöne Nacht und und schöne Träume. Bye, bye. Gotta hand it to Guhua Geek. This is some seriously solid work for a guy who lives in a fantasy world. Let's do this in the order the guy said. First the sellers in the city, then the chasm, and then last but not least, Chang the Ninth. Pokémon-Quest? Hier gibt's eine Pokémon-Quest? Was ist eine Pokémon-Quest? Enjoy your meal. Okay, raus hier. So 13, 14 Uhr sollte ich auf die Arbeit gehen. Hust, hust. Na dann. Oh je. Dann fühl dich geknuddelt. Ich hoffe, dass alles gut läuft. Hi, anything I can do for you? You want all my core lapis? I've already agreed to several orders. That said, none are in writing. The buyers are being incredibly indecisive. Den Hauptaccount spiele ich fast nie. Auf dem Story-Account kannst du es versuchen. Aber am wahrscheinlichsten ist, dass ich annehme, wenn man sich mit mir über Discord abspricht. Oh, it's for the Feiyun Commerce Guild? Seems business trends are about to change in Liyue. Wieso soll ich ein fliegendes Tier bei mir haben? Oh, Oder meinst du Paimon? nothing. Just talking to myself. Come, let us sign a contract. Don't worry about my prior client. He hadn't made any down payments or anything. Quite common in the industry. Thank you for your patronage. We hope the Feiyun Commerce Guild will continue to do business with us. Na dann. Good day, my friend. My apologies, but I'm Bis out of morgen. stock at the Gute moment. Nacht. Please try again next time. Oh, I thought you were here to purchase Snezhnayan products. No, that I still have, although I ship it all to factories in Snezhnaya. I don't do retail. Too much hassle, not enough return. Sorry.
What? No. Give me a second to think. All right, I'll do it. Just need you to sign for it. Clearly no shortage of cash flow in Liyue. Na dann. Na dann. Was, der Blumenhändler? Oi! Shh! Keep your voice down. Ja, weiß ich schon. Deswegen werde ich sie wohl demnächst machen müssen. All of it? Though my business may not seem so big, I should warn you that I can get what you need, both legitimately and not so legitimately. Best you give me an actual number. All of it would be far more than you actually want. Feiyun Commerce Guild? Well, why didn't you say so? If it's for the Feiyun Commerce Guild, then sign on the dotted line, and I'll start getting things in order right away. Meinst du damit Paimon? Mochte mich nicht, was? Crazy Girl, was meinst du ohne fliegendes Tier? Meinst du dieses fliegende Tier? Sie ist immer da, sie versteckt sich nur. Sie stalkt mich. Ach so, du meinst, dieses Ding hier. Weil ich gerne anderes Zeug habe. Zum Beispiel diese Windflasche, mit der ich kurz mich in die Luft katapultieren kann. Wo lang muss ich? Wo lang muss ich? Da muss ich. Oder ich porte. Ich muss mich porten. Na dann, porten wir. Hey Meister, gibt's hier keinen Lift? Ich will die Kiste, aber nein. Wird zu lange dauern. Und so viele Rätsel. So viele Rätsel. Zu viele andere Quests haben mich aufgehalten, hust, hust. Und ich dachte eigentlich, ich würde jetzt sofort die Hauptquest mit Raiden Shogun machen. Aber Yoimiya hat sich so ein bisschen davor gedrängelt. Also, und jetzt mitten im Stream die Quest, wo man das erste Mal Raiden Shogun trifft, fand ich blöd. Deswegen machen wir jetzt die anderen Quests. Irgendwann muss ich sie ja machen. Mir geht's ganz gut. Und selbst? Aliana? Hier ist nichts mehr. Ignoriert mich einfach. Einfach ignorieren. Ich bin gleich wieder weg. Alles gut. Wieso, was ist los? Nice. So, das mit den roten Grenzen kann ich ja gleich mal vorführen. Was ich den hier gemacht Hello habe. there. Are you in charge of the core lapis here? Aha, finally. I thought you might come. I hear the Feiyun Commerce Guild has been buying up all the core lapis stock in Liyue Harbor. As it happens, I do have a batch of core lapis that hasn't been shipped yet. It's all yours, if you name the right price. The original buyer's price was already quite high, so... The bet... Are you serious? We spent less than 100,000 more on the rest of Liyue's stock put together. I'm afraid it has to go to the highest bidder. I'm breaching an existing agreement by selling to you, so it has to be worth my while.
Look, you have your problems to deal with and I have mine. You can take it or leave it. So if you're not buying, please leave me alone. All right. We'll pay, even if it is a ridiculous price. When we get back, we'll just have to tell the guild that we'll sell to this gentleman at 4 times the normal price in the future. Wait, surely there's no need for that. Please, don't do this. It's not even your money. Why be so frugal with it? It might be the guild's money, but we'll have a tough time explaining to our boss why we spent so much in one go. If he asks, all we can do is mention your name and say you gouged us over the price. I understand. I'm sorry, please. I don't want any trouble with the guild. There's just one other thing, though. There's been an issue with the delivery of this batch. Several carts were ambushed by hilly churls. Oh, Baka. I don't know where exactly, but if I can't retrieve the goods, I can't sell them to you either. So maybe you could go and look for the carts? There should be... Oh, thank you very much. This is a lot to ask, I know. That's that then. Well, no time to lose. Come on! Oh, da ist ein Kristall. Da oben, den will ich. Und du, den... Ignoriere mich mal. Okay, Dora, danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Wieso sind hier so viele? By royal decree. Everybody stand back! I summon thee! No rest for the wicked. Don't get frostbite. Midnight Phantasmagoria. Let's light it up! I'm going Wieso sind hier so viele? I summon power that ended Python! Wieso sind hier so viele? Let's light it up! Yeah! Teamwork is dreamwork! Nein. Done. Destiny has brought me hither. Viel Spaß noch im Käfig. Bye, bye. So. Hey, ich will hier hoch. Fischel, stöhn nicht so herum. Perfekt. Also, komme ich hier überhaupt an die rote Grenze? Du meinst die Omegle-Videos? Die ich ja als Genshin-Avatar gemacht habe? So, das müsste Animation. So. Hier, das sieht sehr geil aus. Das gab's. Diese Steine gab es früher noch nicht. Als ich gespielt habe oder aufgehört habe, habe ich das noch nie gesehen. Warte mal, hier geht's ja weiter. Ach. Ah, okay, ich sehe schon. Boah, so geil. Ich will dahin, aber ich kann noch nicht.
Ah. Wieso sprichst du von dir selber in der dritten Person? Meinst du, ich krieg eine Kiste? Ich weiß nicht. Die Schatzräuber werden ihm doch schon längst alles abgekniffen haben, oder? Naja, die einzigen Genshin-Videos, die ich hochlade, sind ja die Omegle-Videos oder hochgeladen habe. Na dann, hi. Vielen Dank, ich dachte, ich wäre wirklich erledigt. Diese Gruppe von Schatzsuchern verfolgt mich schon die ganze Zeit. Genau, als ich endlich Fortschritte in meiner Forschung gemacht hatte, dass es schön sein könnte, den Schatz hier zu finden und ihn mit mir zurückzunehmen. Sind die Bomdier? Servus, Num Sai? Sind die Schatzsucher in mein Lager eingedrungen, haben mich geschnappt und hierher gebracht. Sie haben mich immer wieder zum Fundort des Schatzes befragt und gedroht, mich umzubringen, wenn ich ihnen nichts sage. Aber wenn ich es ihnen einfach so gesagt hätte, wäre das wirklich mein Ende gewesen. Seufz, ich hätte auf Soraya hören sollen. Sie besteht immer darauf, dass sich Archäologen wie wir auf wissenschaftliche Ergebnisse statt auf Schätze konzentrieren sollten. Aber ich erhalte nur begrenzte finanzielle Unterstützung. Ein paar Essays reichen nicht aus, um meine Reisekosten zu decken. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, wie es Soraya geschafft hat, die ganze Zeit allein in Liyue zu bleiben. Ich fühle mich erschöpft, wenn ich nur einen Blick auf den Haufen ihrer abgelehnten Manuskripte werfe. Was planst du jetzt zu tun? Nun, was sonst? Ich bin fertig mit dem Sammeln meines Forschungsmaterials. Was den Schatz angeht, nun, ihr könnt ihn haben. Ich werde den komplizierten Denkprozess, der mich hierher gebracht hat, nicht wiederholen. Alles, was ihr wissen müsst, ist, dass der Schatz unter dem riesengroßen goldenen Baum in der Mitte des Liyue-Passes vergraben ist. Nehmt ihn euch, wenn ihr wollt. Ich notiere euch eine Beschreibung von ihm, damit ihr es nicht vergesst. Ich ruhe mich eine Weile aus und dann gehe ich zurück in mein Lager und meine Sachen einzusammeln. Ich muss so schnell wie möglich hier raus, damit nicht noch mehr Schatzsucher herkommen. Danke. Hat auch Spaß, das zu machen, das Selbstverteidigungsvideo. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird, von hier zum Gasthaus Wangshu zu kommen. Ich kann nur hoffen, dass Soraya nicht noch schon weg ist, wenn ich dort ankomme. Seufz. Wenn nur Soraya meine Tutorin sein könnte. Seht ihr? Keine Kiste. Schnief. Na dann. Holen wir uns das Ding da. Wann kommt Raiden Shogun? Du meinst, wann ich die Quest mache? Oder was meinst du? Banner. Raiden Shogun. Bin mir nicht sicher. Ich habe nur gehört, dass nächstes Banner einmal Child rauskommt und der andere Charakter. In 15 Tagen. 3 Tage? Okay. So früh? Hätte ich jetzt nicht gedacht. No rest. Mann. That's it, all right. That's a big old stash of corn. Genau. Ich könnte Synchronsprecher sein? Nee, so gut bin ich doch nicht, oder? Schnief. So. Was haben wir? Da ist noch ein Wagen. Adventure time. Adventure time. Here we go. Quick, make a note of the location. Okay, der ist leer.
Das Metall will ich haben. Her damit. Meins. Bye. By royal decree. Let's light it up! Eyes on me! Wunderschön. Ich mach die Quest mit dem... Wie heißt der nochmal? Ich mach die Quest mit... Wo ist der? Xingqiu. Mit Xingqiu. Die hier. Seine Main Quest. Another one down. Keine Noel mehr im Team, der die Bauarbeit übernimmt. Was? Wie? Wo? Wer? Warum? Da ist doch jetzt meine Bauarbeiterin. Hab ich das schon? Dich hatte ich schon, dann du hier. Oh yeah, we found it. Check out all that core lapis. Make a note of the location. We'll send the Feiyun Commerce Guild to collect it later. Also, morgen würde ich Stray spielen. Dann könnte ich entweder Genshin Mittwoch spielen oder Donnerstag. Dann könnten wir die Quest mit Raiden Shogun machen und sie das erste Mal sehen. Also, Mittwoch oder Donnerstag? That guy said there were 5 carts in total, Wobei, so that should be all of them. Let's get back. wobei ich Mittwoch... This has all been quite exhausting for poor little Paimon. He definitely owes Paimon some snacks. Ach so, ja. Jetzt habe ich ja bei du. Ich brauche ja jemanden mit einem Großschwert, damit ich farmen kann. Wobei ich mittwochs gerne mal auch Minecraft spiele. Also, Mittwoch Genshin oder Minecraft? Die große Frage der Fragen. Here, 20 we've Uhr. made a note of the carts' locations. All 5 of them. Can you sell us the core lapis now? Oh, wonderful. Thank you both. Yes, let's make this official. I also hope you could put in a good word with your boss for me. Jetzt auf einmal. Ganz kleinlaut. And dusted. Yeah! We make a great team, don't we? Now for the final stop on our core lapis crawl. To Chang the 9th place. Na dann. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da. Immer noch nicht das Ding hier eingesammelt? Ach, das war da oben. Ich erinnere mich. Kann ich das jetzt noch schnell machen? Komme ich hier... Da komme ich nicht lang. Komm, weil du... Das wird nicht klappen. Das sieht besser aus. Und am besten hier rüber. Noch ein bisschen höher. Komm. Dann kann ich jetzt gleich rüberfliegen. So, easy going. Perfekt. Bin zufrieden. Julian Pepperoni. Ah, so schön. So schön. Und da ist noch einer. Da. Erstmal die Quest machen und dann holen wir uns das Ding. Ah, Hilfe! Da guckt man einmal auf den Chat und läuft über die Kante drüber. Just who I was hoping to see. I was just thinking to myself,
Gentry mouth-sized thugs have been mysteriously absent for a while now. You wouldn't know anything about that, would you? Welchen meiner... Du meinst hier auf dem Account oder auf meinem Main-Account? Bennett. Ganz klar Bennett. Oh, don't worry. You won't be hearing from them again. Oh? What happened? Huh? Oh, I see now. You're in this trade too. So you're trying to beat him to the post, eh? Appearances can be deceiving, that's for sure. But I don't care who you are. A discount of 70% is simply impossible. The maximum I can do is 40% off, and even then I'm only breaking even. No need. We'll take it at the market rate. You mean you're not trying to force the price down? What's going on? Have I died and gone to heaven? Nee, I der can't Großclub believe war it. ich noch nicht. I will make a profit on this batch after all. But Gentry mouth-sized thugs could still come back after I've sold it. If Paimon told you they're not gonna bother you again, then you'd better believe they're not gonna bother you again. Huh. Okay, then. My situation can hardly get worse from here in any case. But tell me, what on earth do you plan to do with so much core lapis? Actually, it's for a commission. Can't go into too much detail. Thank you. Thank you a million times over. I really don't know what to say. Good people always get what's coming to them in the end. And so will the nasty people. Anyway, let's get going, because apparently we have a show to watch at the Feiyun Commerce Guild's warehouse. So. Ach, da oben ist ja noch eins. Ah, so viele, so viele. Na, holen wir uns erstmal das Ding hier hinten. Da weiß ich, wo ihr nächstes wo es ist. Ich bräuchte mal kurz einen Bogenschützen. Outrider Amber, report. Nein! Hier geblieben. Aha. Ich wusste es. Another target tracked down by Outrider Amber. Wie ging nochmal dieser komische Bug, den ich gehört habe? Nee, warte. Fotografieren? Irgendwie geht's doch so ein komischer Bug, oder? Na, komm. Stürz nicht dauernd ab. Ich will mal diesen komischen Bug ausprobieren. Okay. Wir stellen uns hin. Müsste sie jetzt gleich die Idle-Animation machen? In 1, 2, 3, 3, 2, 1. Und jetzt war es fotografieren, glaube ich. Naja, egal. Muss ich mal einen späteren Tag üben. Okay, Truppe. Ich will meinen... Zurück, mein Bennett. Bennett, komm zurück. Ich brauche dich. Gonna be epic. Wieso ist eure Lehrerin heute ausgeflippt? Was habt ihr gemacht? Moment mal, was ist die Quest hier? Was habt ihr gemacht, damit eure arme Lehrerin aussieht?
Na dann. Wobei, hier sind Bäume. Ich will Bäume. Komm her, Baum. Ich brauch Baum, Baum, Baum. So viele Bäume. Off we go. Ich und mein Holz. Adventure time. Nicky Boy, was ist los? Was ist passiert? Adventure time. Off we go. Da haben wir den Bücherfuzzi. Welcome. The final act in this drama would not be complete without you two here as audience. Vielleicht haben wir unsere Schuhe rausgeschmissen, als Direktorin da war. Was? You better believe it. We're the ones who've been doing all the work. What exactly have you been doing all this time? Well, naturally, I used the time to immerse myself completely in Legend of the Shattered Halberd. I managed to finish the book off, and I enjoyed every minute of it. Uh-huh. Divine Halberd, an ominous sword. Mir and Wei Yang. The way the story develops across the first 5 volumes. Nothing short of exemplary. But the 6th volume? Words fail me. How blessed we are to have such an author grace our world with such works. And this is related to Gentry Moutsai how? It's not. But when something surpasses expectations to such a degree, one must show one's appreciation. And it is thanks to your help that everything will play out just as I had foreseen. Why does Paimon have to be the only one who doesn't get what's going on? No fair. So go on then, tell me, what are we doing here? And what's this big dramatic showdown thing that's supposed to happen? Think about it. Gentry Moutsai goes searching for core lapis all over Liyue Harbor, and he doesn't find a single piece. Cool. He panics. Without the goods, he can't fulfill his contract. And if he can't fulfill his contract, he can't stay in good standing with the Fatui. He hears a rumor that the Feiyun Commerce Guild is the culprit. Panic turns to disbelief. Gentry Moutsai is a hugely powerful figure in the business world. Never has anyone dared to target him like this. So regardless of whether it is revenge or a swift resolution that he seeks, he is certain to... So it was you! You were the one sticking your necks out for Chang the Ninth! Speak of the devil. I went everywhere trying to find someone selling core lapis before I realized the Feiyun Commerce Guild had been on an acquisition spree. Core lapis is hardly a rare mineral, and yet suddenly the stocks dry up, just like that. Explain yourselves. What? We are not persecuting you, but protecting another, one to whom I am indebted. Upon witnessing an injustice, it is a perfectly normal response to rush to the aid of he who has been wronged. Was it not one of your own men who said, "This isn't over"? You clearly don't know what's good for you. I won't beat around the bush. Master, if you please, seize their core lapis. Oz, reveal thy... I'm going in! Hey, aufhören. Ihr Säcke. Wings of darkness! Einmal bitte voll healen, danke. Oh, der ist eigentlich ganz gut. No, my sword! By royal decree! To ashes! Let's light it up! The hunting. Kollege, hallo. I summon the... Everybody stand back! No escape!
thyself! Let's light it up! No rest for the wicked. As you wish. Oh, so sorry. I summon thee! Let's light it up! Und Plong hat's gemacht. Impressive. You are no commoners. To continue this fight would be to incur greater losses than I can accept. Digga, vor einer Woche oder so hatte ich ihn auf meiner FAY, jetzt For You-Page das erste Mal. Und jetzt ist der Typ besser als ich. Hi. Ich bin der Typ. Oh Mann. Das arme Laptop-Kabel. Their strength is almost spent. Finish them off. The core lapis is almost within our grasp. Might I remind you that the Fatui's relationship with you extends to business matters only? I did not lend you my men to have them stir up trouble at your beck and call. Wie gesagt, den Stream gegen Raiden Shogun werde ich dann am Mittwoch oder Donnerstag gegen 20 Uhr machen. What are you saying? Master, everything I did with only one thing in mind. To complete the order. Then figure it out by yourself. Don't go. Wait. Master, wait! My lord, what are you doing here? Are you hurt? Thanks to this valiant young man, I am unscathed. My lord? You? You are the heir of the Feiyun Commerce Guild? Indeed, my liege. I am Xingqiu, disciple of the Guhua clan and second son of the Feiyun Commerce Guild manager, and I make no secret of it. Drats! I've been played like a fiddle. Gentry Moutsai. Coercion and intimidation are hardly the attributes of a respectable businessman. The problems that your business practices have created, I have sought to resolve through mine. I shudder to think what the Fatui will do with you if you fail to provide their core lapis. Der Smack-Gesichtsausdruck. You meddling swine. Well, go on. Tell me, what will you sell it for? Since you asked Chang the Ninth for a discount of 70%, let's fight fire with fire, shall we? 3 times the market rate sounds fair, no? How dare you subject me to such viciousness? This is a malicious and calculated attempt to run me into the ground. Hört sich eigentlich selber zu? Deep breaths now. This is a simple decision. Will you buy or not? Fine. Have it your way. I'll find the money somehow. Happy now? On behalf of the Feiyun Commerce Guild, I thank you for your business, and hope you will continue to do business with us in future. You? Funny-speaking, book-reading, guhua geeking Xingqiu are the heir of the Feiyun Commerce Guild? So that massive stash of Mora you let us burn through in a day, that was from your private vault? 'Twas but a paltry sum. I got to make a very sound investment while putting Gentry Moutsai in his place. A classic 2 birds, 1 stone situation. So, Shirayuki. You're too kind. You have valor in your heart, and that is worthy of admiration. Yikes! Paimon's been calling you Guhua Geek this whole time! Paimon read in one of these martial artist novels that when rich heirs like you get angry at someone, you have their arms and legs chopped off! Paimon's toast! And sorry, very sorry! Please don't hurt Paimon! Calm down. Since you can fly, you hardly need your legs anyway. Save me! Save me! This is not a drill! Repeat, this is not a drill! Jokes aside, I have the 2 of you to thank for this successful resolution.
Really, you were a huge help. Ah, die Musik wieder. Meanwhile, Legend of the Shattered Halberd was positively riveting. Much obliged if you could return it to Chang the Ninth for me. Mir geht's ganz gut. Und selbst? I did nothing, and hence deserve none of his gratitude. The two of you, meanwhile, though strangers to the circumstances, stepped in and saved the day. To have made such valiant and chivalrous friends is more than enough for me, my liege. My lord, forgive the intrusion. It's about your father. Please inform my father thusly. I have averted a disaster and earned a sizable sum of money in the process. Might this meritorious act compensate for my prior transgressions and earn me a few more days of freedom, perchance? Legend of the Shattered Halberd speaks of a domain that I should very much like to investigate. For all your clever long words, the fact is you're just a lazy bones who doesn't want to work. Shirayuki, fühl dich geknüllt. What if I told you that a reward awaits you at Chang the Ninth's palace, and not just his gratitude? A reward? Well, that sweetens the deal somewhat. It seems whatever I say, there's no persuading you to stay. Oh, I didn't realize you weren't aware. Thank you in advance for returning the book for me. I will take my leave now. May we meet again, fellow merchants. Auf diesem Account habe ich jetzt den Geo Archon. Und auf dem anderen habe ich Zhongli. Den anderen Archon habe ich, glaube ich, nicht. Venti habe ich nicht. Und Raiden Shogun habe ich auch nicht. Schade. Da ist ein uraltes Drachengeheimnis. Hust, hust. Da ich nicht weiß, was es ist oder wer es ist, würde ich sagen, nein. Finally, you're back. This morning, the pawnbroker showed up and gave me back my entire collection. I'm positive that you must have been behind this once again. Thank you. Thank you from the bottom of my heart. Please don't say that. You have no idea how much this means to me. The Chang family was a prestigious household in Liyue back in the day. Unfortunately, after I took over the family's affairs as heir, a series of business setbacks devoured our fortune. Since then, I've saved for years, hoping to restore the house to its former glory. In the end, everything was riding on this core lapis deal. Were it not for you, this barren wasteland in the mountains would have become my final resting place. Oh, yeah. Wow, that's the second heir we've met in this town. I'm sorry, what? Nothing? Oh, here's your book back. Wonderful. Legend of the Shattered Halberd. I was beginning to think that Guhua rascal had swindled me. Do people really look down on the Guhua clan so much? Actually, the art is centuries old, and was once held in high esteem. But now it has faded beyond recognition. To instigate a revival, you need to inject some fresh blood, but it's hard to attract budding young talent to a dying art. And so it becomes a vicious cycle. In any case, Guhua kids these days. Take that young rascal Xingqiu, for instance. For all his talk about repaying kindness with kindness and whatnot, what has he done to show for it? What does it matter? Anyway, you wanted the Liyue volume of the Teyvat travel guide, didn't you? It's yours to keep. In addition, here is but a small token of appreciation for your huge generosity. My ore is sold, and my treasured books have returned. I can't believe it. In welche Abenteuerstufe bist du nochmal?
What? What was that? Paimon saw something fall out. Oh, nothing. That little rascal surely isn't. Nice. Ah, okay. Aber ab 40 droppen die ja schon. Ich muss auf jeden Fall noch die ganzen Bosse machen. Und ich muss noch die Hauptquest machen, um Ashtahar zu bekommen. Oh, der Kampf gegen Ashtahar wird eine Katastrophe. Ich will nicht. Böse. Es wird richtig böse. Habe ich schon erwähnt, dass es böse sein wird? Das wird so böse. Oh, so schön. Warte, was ist da hinten? Ah, Devil's Queen. Interesting. Oh, nee, das will ich mitnehmen, das will ich mitnehmen, das will ich mitnehmen. So ganz langsam alles stapeln. Was ist denn das hier? Ah, ich sehe es. Cool. So richtig wunderschön, die Map. Richtig wunderschön. Ist da jemand in den Bergen? Machst du gerade den Drachengard? Oder von welcher Kälte redest du? Ach, kriegst du hin. Okay, wo ist dieses Kristallchen? Das soll hier irgendwo sein. Ah, da haben wir es ja. Let's light it up! By royal decree! Teamwork is strength! No rest for the wicked. Nerv nicht. Mann. Where have you been hiding? Ah. Na dann. Wie läuft's? Ich sehe gerade. Oz, reveal thyself! Goodness gracious! I summon... Let's light it up! Na, komm mal her. Prügel dich. Mit meiner riesigen Fliegenklatsche. So. Okay, komm. Wohin fliegst du jetzt hin? Let's light it up! Nicht mit mir. Da oben. Als ob ich mich von so einem Windstrom verarschen lasse. Komm hoch mit dir. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Du bist Level 9 und suchst jetzt bereits nach dem Part von Joel. Du folterst dich gerne selber, ich sehe schon.
Ich glaube, ich habe die Quest mit Abenteuerstufe 30 oder sowas gemacht. Freeze! This moment will be frozen. Power that ended Hydra! Let's light it up! Off we go! Let's light it up! Lass uns mal. Nur weil du eine Quest angenommen hast, heißt das nicht, dass du sie sofort machen musst. Kleiner Tipp. What's the hurry? Grauenhaft. Na gut. Oh, und noch einer? Let's light it up! Ja, easy going. Now that's what I call treasure! Und jetzt brauche ich noch mal Noel. Einmal bitte Noel, bitte. Da. Oh, how Ja, ganz exciting. Aua. Denk dran, du brauchst gute Waffen. Ne? Ah, ich könnte was fernmachen. Was gibt's hier so Schönes? Das Moon Meliodas. Ah, interessant. Okay. Waffen. Kann ich Waffen auf leveln? Die brauche ich nicht. Verstärken. Ich habe zu wenig. Egal. Passt schon. Passt schon. Kriegen wir schon hin. So, Geistdampfer. Okay, welche Mission machen wir als nächstes? Aufträge. Geht zu der Ebene der großen Kluft. Kann ich noch nicht machen. Das Inazuma will ich noch nicht machen. Das ist Jeans Auftrag, Weltauftrag. Ich könnte die Sakura heilen. Wobei, das lasse ich noch ein bisschen. Sturmjäger von Scharai. Ah, Scharai könnte ich auch machen. Kisatos Brief. Das könnte ich noch machen. Diesen komischen Brief. Mal abliefern. Na dann, auf zum Brief. Muss für Yoimiyas Waffe pullen. Ich pull nicht nach Waffen. Das ist eine viel zu große Geldverschwendung. Hier, bist du das, was ich suche? Du bist, ein Reisender aus der Ferne. Was willst du von mir? Über Hiragi Kisatos handgeschriebenen Brief. Hat Hiragi dich gebeten, diesen Brief zu überbringen? Die Handschrift ist wirklich ihre. Das ist toll. Danke, dass du diese Reise extra gemacht hast, Reisender. Wegen der Reiseerlaubnis. Da Hiragi mich persönlich damit betraut hat, werde ich alles tun. Aber ich muss zurückgehen und diese Reiseerlaubnis vorbereiten. Ich sage dir was. Warte zuerst da drüben im Restaurant in Kiminami auf mich. Warum willst du dorthin gehen? Das ist ein kleiner Gefallen, den du für mich tun sollst. Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit daran gedacht, etwas Hiragi zu schicken. Ich hatte einen Brief geschrieben und Kiminami gebeten, ein paar Snacks bereitzustellen, die ich Hiragi zusammen als Geschenk schicken wollte. Aber wenn mein Vater herausfindet, dass ich einen Brief an Hiragi schicke, könnte er ein wenig verärgert sein.
Ich habe darüber nachgedacht, wie ich einen Brief abschicken kann, und dann bist du zufällig aufgetaucht. Es ist nur ein Geschenk? Mein Vater ist nicht sehr erfreut, dass ich mit Hiragi korrespondiere. Ich verstehe auch seine Bedenken als Mitglied des Koju-Clans und als einer der Vollstrecker der Tenryu-Verwaltung. Und Hiragi ist die Tochter des Hiragi-Clans, der Kenju-Verwaltung. Wenn ich mich ihr zu sehr nähern würde, wäre es unvermeidlich, dass jemand das mitbekommt und die Situation ausnutzt. Obwohl es in der Tat nur ein Geschenk war, war es in den Augen einiger Leute so viel mehr als nur ein Geschenk. Oh, über solche Kleinigkeiten möchte ich lieber nicht reden. Reisender, bitte warte am Restaurant Minami auf mich. Sobald ich die Reiseerlaubnis genehmigt habe, bringe ich sie dir. Was für eine Reiseerlaubnis? Ich reise hier seit Tagen, mir nichts, dir nichts, die ganze Nation. Um Aufregung mache ich mir keine Sorgen mehr, habe gar keine mehr. Bin deswegen sad. Mach einen zweiten Account. Hust, hust. I'll catch up. Someone needs assistance. Ariana? Warst du schon hier oben beim Katzenschrein? Da gibt's jeden Tag eine neue Quest. Naja, da gibt's irgendwie so 10 oder 20 Quests nacheinander. Hast du die schon gemacht? Mhm. Am Katzenschrein? Ach, warst du schon? Okay, dann habe ich nichts gesagt. Mhm. Es ist nicht weiter als eine Geste der Öffentlichkeitsarbeit, Frau Kaminami. Vor einiger Zeit hatte Hiragi Shinsuke mein Vater mit einer Ladung gutesten Tees beschenkt. Mein Vater weiß, dass Hiragi Tochter Hiragi Chisato Süßigkeit liebt, also bat er mich, ein paar Süßigkeiten als Gegengeschenk zu schicken. Ich war besorgt, dass es zu lange dauern würde, sie dorthin zu schicken und der Weg holprig sein würde. Also habe ich diesen Reisenden gebeten, die Süßigkeit für mich zu überbringen. Frau Kiminami, bitte zeigt mir diese Süßigkeiten, damit ich eine Bestandsaufnahme machen kann. Gut, hier sind die Süßigkeiten. Bitte schaut die an. In der Tat, da sind sie. Danke, Frau Kiminami. Lass uns zur Seite gehen, Reisender. Gehen wir aus dem Weg. Ich habe dir etwas zu sagen. Das ist die Reiseerlaubnis. Sie ist für dich. Mit dieser Erlaubnis solltest du die Insel frei betreten und verlassen können. Danke. Gern geschehen. Da du diese Erlaubnis nun hast, wird es für dich einfacher sein, die Süßigkeiten für mich zu liefern. Und diesen Brief. Ist ein handgeschriebener Brief? Ja, ich habe geschrieben, was mir am passendsten erschien. Und ich hoffe, dass Hiragi es nicht als beleidigend empfinden, wenn sie ihn liest. Bitte schick diesen Brief an Hiragi zusammen mit den Süßigkeiten. Gehen wir wieder zurück. Du gehst dieses Mal mit einer Reiseerlaubnis zurück, sodass du frei ein- und ausgehen kannst. Dann bitte, Reisender, es ist Zeit für mich, zu meinen offiziellen Pflichten zurückzukehren. Wann werde ich denn in der Lage sein, direkt hinzugehen? So viel Text. So viel Text. Na dann. So viel Text. Kann ich eigentlich das Ding hier wieder machen? Habe ich genug? Statue anbeten. Ja. Haha, perfekt. Meins. Komm, 12. Raiden Shogun. Perfekt. Na dann. Was habe ich hier Schönes? Sonst nichts. Ja, das dauert wieder so lange. Das dauert wieder so lange. Whenever you need me, I'll be there. Gut.
Na dann gehen wir mal die Quest ab. Hallo. Reisender, du bist wieder da. Du musst den Brief an Kame geschickt haben. Hast du die Reiseerlaubnis bekommen? Ja, danke. Bedanke nicht bei mir. Er ist immer noch Kamanes Bereitschaft zu verdanken, dass diese Erlaubnis für dich gerade gegeben wurde. Was ist das? Süßigkeiten und ein handgeschriebener Brief von Kamachi. Hat er dich gebeten, ihn herzubringen? Diese dreifarbigen Klößchen hat er tatsächlich für mich zubereitet? Danke, die Reisender. Ich werde viel Freude an dieser Leckereien und diesen Brief haben. Ich werde ihn mir auch genau ansehen. Es war schwer für dich, diese Reise zu machen. Bitte nimm dies als Bezahlung. In Zukunft musst du dich vielleicht um einen Gefallen bitten. Okay, wie viel zahlt sie? Ja? Was? Ah, ich dachte schon. Nur 30.000? Mann, ist sie knausrig. So ist Pasia. Na, nicht sehr viele. Meine ganzen Sachen sind down gegangen, als ich für sie gepult habe. Und ich habe sie bekommen. Aha. Also mein Pity ist jetzt auch total im Eimer. Absolut im Eimer. Und ich sollte mal zu geschmiedete Objekte schauen. Lass mich mal überlegen. Was kann ich als nächstes machen? Oh, wir haben schon fast 23 Uhr. Nee, wir haben 23 Uhr. Eine Mission? Es gibt eine Mission. Nein. Wobei, höre ich mal einfach zu. Ist keine richtige Mission, der will mir einfach nur diese Dailies andrehen. Bla bla bla, allerdings, bitte ja, hallo, bla bla bla. Sehr gerne doch. Gut. War klar. Einsammeln. Und... das wird noch dauern. Aber was kann ich mir Schönes holen? Konda-Küche. Das ist mir egal, das ist egal, das ist egal. Bauplan, Elektroschutz. Resonanzstein, langweilig. Ziemlich langweilig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ernsthaft? Das lohnt sich ja gar nicht. Oh, warte, was war da noch? Da war doch noch irgendwas Interessantes. Ja, laber nicht so viel. Nochmal bitte. Was war das hier? Roter Fächer. Benutze dies, um die Bewegung des Geschwindigkeit beim Gleiten 30 zu erhöhen. Okay, das könnte interessant sein. Wobei eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Gut, gibt es noch was Schönes, was wir machen können? Wir könnten den Schatz holen. Naja gut, auf der anderen Seite, wir haben schon fast 23 Uhr. Sollen wir noch weitermachen oder sollen wir für heute Schluss machen? Wobei, wieso frage ich? Die meisten werden eh sagen, weitermachen, oder? So wie ich euch kenne. Also. Wie sieht's aus? Ist überhaupt noch jemand da? Oh, Nicky Boy sagt, weitermachen, okay. Oder noch mal eine... nee, jetzt einfach so aus dem Nichts heraus.
Na, mal schauen. Also, Chat wieder aufmachen und zurück ins Spiel. Noch ein bisschen weiter. Teativello, danke für das Eichhörnchen. Okay. Ein bisschen weiter. Machen wir noch eine Nebenquest. Zum Beispiel könnten wir jetzt diese komisch, oder? Das hört sich eigentlich ganz witzig an. Die wird doch 100 Pro reden, oder? Ich will keinen Text sehen. Dahin. Ich wäre schon früher, wobei wäre ich, keine Ahnung, ja, fast. Noch ein bisschen. Ich will endlich 40 sein, wobei will ich 40 sein. Dann müsste ich meine Charaktere bilden und darauf habe ich sowas von keine Lust. So viele Quests. Und die Quest mit Ashdahar müssen wir auch noch machen. So viele Sachen. Hallöchen. Ach, schon wieder Pech gehabt. Ich werde heute keine Geschichten mehr erzählen. Nicht mehr. Ich schwöre es. Was ist hier los? Diese winzige kleine Bühne macht mich wirklich wütend. Sie wird schon seit Jahrzehnten schlecht instand gehalten. Eine kleine Bewegung und sie quietscht. Ich habe unserem Chef von Ihrer schon lange gesagt, dass sie ersetzt werden muss, aber er hat mich immer abgewimmelt und gesagt, dass er keinen guten Schreiner finden kann, der die Arbeit macht. Als ich heute die Geschichte von Heisans Zorn erzählte, machte sie bei jeder Pose, die ich einnahm, diese höllisches Quietschen. Nichts hätte diese Stimmung mehr zerstören können. Alle Anwesenden brachen in Gelächter aus und einige machten sich sogar über mich lustig. Ich habe die Nase voll davon. Ich muss einen guten Schreiner direkt zu Van Eyre bringen und sehen, welche anderen Ausreden er sich diesmal einfallen lässt. Du bist von der Abenteuergilde, richtig? Kann ich dich direkt darum bitten, einen Schreiner für mich zu finden? Wie finde ich denn überhaupt einen Schreiner? Oh, mein Fehler. Du bist natürlich nicht aus Lühe. Wie konntest du das wissen, wo man einen guten Schreiner findet? Wie wäre es denn, wenn du in Xingqius Dorf gehst und in der Schreinerei Famu nach Meister Lu suchst? Er ist für seine guten Fähigkeiten bekannt. Bitte frag ihn, ob er mir helfen will. Er kann einen Lehrling schicken, wenn er selbst nicht verfügbar ist. Jeder Schreiner der Schreinerei Famu kann die Arbeit erledigen. Und wenn sie wirklich etwas Schönes bauen, können wir endlich eine angemessene Bühne für Fräulein Yun haben. Ach, was für eine eigene geniale Idee. Dieses Mal kann er es sich nicht mehr herausreden. Sei dir sicher, solange du den Schreiner herbringst, wirst du voll bezahlt. Ich verstehe. Namen Kiyotaka, Hilfe. Ja, das stimmt. Das sind so die Momente, wo ich denke, soll ich jetzt doch einfach klick, mich überall durchklicken? Wo muss ich überhaupt hin? Ach du Schande. Alle. Ich will auch mal schlafen. Hust, hust. Someone needs assistance. Was sind das eigentlich für Münzen, die ich hier überall aufsammle? Ich habe schon so viele von diesen Münzen aufgesammelt. Ich habe keine Ahnung, was ich damit soll. Man hat einen gewissen Rhythmus, wie etwas Schönes aus. Kannst du überall auf deinem Festland oder bei den Händlern finden. Die einzige sammeln. Ah, das ist was für die Kanne. Okay. Das sind Kannensachen. Moment mal. Ich sehe gerade 2 Sachen, die ich noch machen sollte. Das Holz brauchst du für die Kanne. Weil sobald du die Lyric-Quest abgeschlossen hast,
Mit Rex Lapis kannst du dir eine Kanne der Vergänglichkeit bauen. Das ist so quasi deine eigene kleine Welt, die du dann mit Häusern und Gärten und sowas beibauen kannst. Und auch dein eigenes Haus ausrüsten kannst. Und dafür brauchst du das Holz, um es herzurichten. Ah, ja genau. Meister Lu, Hallöchen. Willst du dich setzen oder täten? Meister Lu. Bam, 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 bam. Oh, es ist nicht schwer, eine neue Bühne zu bauen, aber ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Liu ist zu weit weg. Wenn ich gehe, kümmert sich niemand um die Schreinerei Famu. Und außerdem bin ich zu alt, um so weit zu reisen. Es würde meine zerbrechlichen Knochen strapazieren. Dann werden wir die Schreinerei Famu nicht weiter belästigen. Warte mal kurz, wenn du schon so weit gekommen bist, warum fehl ich dir dann nicht jemanden Fähigen? Obwohl er noch nicht mein Lehrling ist, habe ich überlegt, ob ich ihn aufnehmen soll. Meister Lu, ich bin fast fertig mit der 4-Stuhl-Set, das der Dorfvorsteher wollte. Aber für den letzten Stuhl ist mir das Holz ausgegangen. Oh nein, jetzt braucht er Holz. Dayu, danke, dass du im Dorf geholfen hast. Wenn man vom Teufel spricht, ich wollte gerade sagen, dass du Dayu auch deine Bitte erfüllen kann. Habt ihr einen Auftrag für mich? Aber ich bin noch kein Lehrling von Meister Lu, also kann ich die Schreinerei von Mu nicht vertreten. Beruhig dich, sie kommt aus Lie und möchte, dass wir eine neue Bühne für das Tierhaus Heiyu bauen. Oh, du willst, dass wir eine Bühne bauen? Mit uns sind ich und Meister Lu gemeint. Hast du das gehört, Oma Rexon? Das habe ich. Meister Lu Dayu will wirklich dein Lehrling sein. In der Schreinerei von Mu gibt es so viele Schreiner, aber er lernt nur von dir. Er ist ein fleißiger und freundlicher Junge. Es ist an der Zeit, dass du zustimmst? Sie sieht aus wie die Oma da in Lühe. Okay, danke, Tiati Bello, dass du dabei warst. Gute Nacht. Träum was Schönes. Und danke für das Eichhörnchen. Verstanden, ich habe ihn bereits gebeten, Aufträge in meinem Namen anzunehmen. Ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt. Danke, Meister. Dayu, der erste Auftrag, den ich dir offiziell erteile, ist der Bau einer Bühne für das Teehaus Teiyu. Gib dein Bestes und bring keine Schande über mich. So, Lemonbound, willkommen im Stream. Sei nicht vielleicht zu früh stolz. Die Bühne des Teehaus Teiyu hat Jahrzehnte überdauert. Du musst auch für sie eine robuste bauen. Oh, das ist alles für Iris Teehaus? Wie hat er nur geschafft, seine kleine Bühne so lange nicht zu ersetzen? Ich übernehme den Auftrag. Lasst mich den letzten Stuhl im Set fertigstellen und dann komme ich mit dir. Es tut mir leid, dass du noch ein bisschen warten musst. Ich brauche 3 Stücke Kiefernholz für den letzten Stuhl. Ich werde welches sammeln. Wenn du nicht warten willst, dann musst du hier und jetzt 3 Stück Kiefernholz zaubern. Kannst du also wirklich. Könntest du mir dann bitte einen roten Farbstoff mitbringen? Du gehst mir auf die Nerven. Dass mal der Traveler die Schnauze voll hat. Perfekt. Ja, das Holz ist für die Häuser in der Teekanne. Du gehst mir auf die Nerven, genial. Haha, reg dich nicht auf. Ein großartiger Mensch wie du muss ein noch größeres Herz haben. Servus, Demo. Na dann. Bitte sehr. Erstickt nicht daran. Oh, mein letzter Farbstoff. Servus, Kiyotaka. Ja, aber das ist ja für den Stream und ich will es halt im Stream haben. Der letzte Stuhl ist fertig, bitte sehr, Oma Rexon. Als nächstes werde ich zum Teehaus gehen. Meister, wartet auf mich. Ich werde in ein paar Tagen zurück sein. Also gut, pass auf dich auf. Wenn ich jetzt aufbreche, werde ich morgen Abend den Lühe erreichen. Wir sehen uns dann im Teehaus Heiyu. Oh Mann. Kann ich bei dir nicht was kaufen? Mann. Okay, zurück zum Teehaus. Dann werde ich morgen eine Stunde... Du brauchst verschiedene Holzarten. Vorsicht.
14 bis... Wenigstens muss ich mich während des Streams nicht anstrengen und es wird zum Teil auch vorgelesen. Soll ich aufhören? Hm? Gefällt es dir nicht, wie ich vorlese? Hm? Ich höre. Hm? Ach so, meine Stimme ist auch... Okay, danke. Ich tue, was ich kann. Someone needs assistance. Theo, hast du denn auch ein kariertes Holzfällerhemd an? Hm? Ich wollte mich mit dem Shogun Raiden treffen, aber Genshin meinte so, nein. Und ich musste erstmal die Quest mit Yoimiya machen. Und dann dachte ich, nach 2 Stunden wird sich jetzt nicht mehr lohnen. Daraus machen wir den nächsten Stream. All of it, whatever it is. What exactly ja? I didn't quite catch your request. Wir haben 21 Uhr. Ich würde gern... Ja? Okay, dem nächsten Tag, 21 Uhr. Mann, ist der langsam. Der ist immer noch nicht an... Na egal. Plong. Da ist er ja. Danke. Schön zu hören. Wie meinst du das? Sag mir nicht, dass ihr euch immer noch untereinander streitet. Oh, ich verstehe schon. Herr Liu Su möchte eine neue Bühne bauen, aber er hat hier nicht das Sagen. Von Ihrer, der eigentlich das Sagen hat, ist nicht scharf darauf, etwas Neues zu bauen. Na gut. Sag mir einfach Bescheid, wenn ihr alles geklärt habt. Ich habe gerade eine anstrengende Reise hinter mir und würde mich gerne etwas ausruhen, während ich warte. Seufzt. Das ist wirklich fantastisch. Also ist unsere Reise am Ende umsonst? Hab Geduld, lass mich noch einmal versuchen, mit ihm zu reden. Was ist hier los? Was hast du... Ich dachte gerade, warum wurde es gerade rot? Morgen würde ich auf jeden Fall Stray streamen. Mittwoch entweder Minecraft oder Genshin. Und wenn ich am Mittwoch Minecraft spiele, würde dann Genshin am Donnerstag kommen. Aber ist halt so eine Sache. So, weiter geht's. Ihrer, wenn du nicht eine kleine Summe Geld für diese Bühne ausgeben willst, wirst du in Zukunft ein großes Vermögen verlieren. Stell dir das mal vor, jedes Mal, wenn Fräulein Yun ihre wunderbare Speerschwung-Vorstellung gibt, hören die Zuschauer das Quietschen der Bühne, bevor sie überhaupt applaudieren können. Ist das nicht einfach nur peinlich? Die Yunhan-Operntruppe ist nicht verpflichtet, in unserem Teehaus aufzutreten. Sie könnten woanders hingehen, wenn sie unzufrieden sind. Das wäre ein großer Verlust für uns. Fräulein Yu ist eine gute Freundin. Sie würde das mir niemals antun. Du bist ein ziemlicher Optimist, nicht wahr? Aber ich habe gehört, dass viele Leute in letzter Zeit lieber zum Dreibecherrausch statt in unser Teehaus gehen. Tian mit der eisernen Zunge ist sogar noch beliebter als ich. Könntest du versuchen, ein bisschen realistischer zu sein? Bitte Mittwoch, Dienstag habe ich Training. Willst du unbedingt das mit der Katze sehen? Stray? Bei all dem Geld, das Fräulein Yun für dein Teehaus verdient hat, tu nicht so, als ob du dir nicht einmal den Bau einer neuen Bühne leisten kannst. Hat gerade jemand meinen Namen gerufen? Oh, du bist es, Herr Liu Su. Siehst wütend aus. Was ist passiert? Es ist nichts. Ich bin eigentlich nicht wütend. Nun bist du heute hier, um aufzutreten? Ich bin nur hier, um einen Tee zu trinken und dir und Ihrer einen Besuch abzustatten.
Ach, wenn das nicht du bist, Caspian. Was für eine Überraschung. Nicht spoilern. Vielleicht haben noch nicht Leute da so weit gespielt. Hust, hust. Wobei die Leute, die bei mir im Stream sind, sollten das eigentlich wissen. Na egal. Ich würde sagen, das ist Schicksal. Ich bin überhaupt nicht überrascht. Aha, Fräulein Yu kennt die Kunst der Konversation wirklich gut. Kommt Freude. Haha, Fräulein Yu kennt die Kunst der Konversation wirklich gut. Kommt, Freunde. Ich habe frisch zubereiteten Tee aus dem Dorf Xingqiu. Lasst uns eine Kanne aufbrühen. Als ich unten war, habe ich gehört, dass du die Bühne umbauen wirst. Dieser Tag ist also endlich gekommen. Das muss doch ein bisschen überlegt werden. Oh, ein bisschen überlegt. Ein bisschen mehr Überlegung. Apropos, weißt du, wenn ich heute Dorf besucht habe? Du kannst mir einfach direkt sagen, dass du wieder bei Roxin warst. Gut geraten. Oma Roxin fragte nach dem Teehaus Heyu und ich sagte ihr, dass alles noch genau so ist, wie ich in ihrer Jugend. Dann sagte sie, was hat sie gesagt? Hoppla, ich habe vergessen, was sie gesagt hat. Du scheinst ein gutes Gedächtnis zu haben, aber warum muss es ausgerechnet an diesem Tag bei so etwas Wichtigem versagen? Vergiss es. Sie wird glücklich sein, wenn alles so bleibt, wie es war. Junge Leute sind immer hinter neuen Dingen her und haben wenig Respekt vor der Vergangenheit. Alles, was du willst, ist mich zu zwingen, die Bühne neu zu bauen. Je mehr ich erkläre, desto mehr wirst du mich nerven. Bitte werde nicht sauer, Airi. Lass uns Tee trinken und ich werde welchen aufbrühen. Caspian und Herr Liusu könnten mir bitte Tee bringen? Was denn? Jetzt bin ich Teediener oder was? Ich erinnere dich an Narnia. Wieso erinnere ich dich an Narnia? Miep. Aufwärts. Ich soll Tee trinken. Fräulein Yun, ich habe mich gefragt, warum Airi sich trotz aller Vorteile weigert, eine Bühne zu bauen. Das weiß ich erst dank deiner klugen Wahl des Themas. Ich verstehe seine Nostalgie, aber ich hätte nicht erwartet, dass er jahrzehntelang daran festhalten würde. Jetzt kennen wir den Grund dafür. Das verstehe ich nicht. Es ist zwar eine alte Geschichte, aber da du damit zu tun hast, kann es wohl nicht schaden, sie dir zu erzählen. Van Airi war ein Opernsänger, als er jung war, und er trat oft zusammen mit Oma Roxin auf. Normalerweise spielen sie ein Paar, vielleicht wollte Airi, dass es die Wirklichkeit ist. Aber Oma Roxin war in jemand anderen verliebt. Später hatte sie genug von der Bühnenauftritt und beschloss, mit dem, den sie liebte, ins Xingqiu-Dorf zu gehen. Aber diese Person hat es nicht mit Oma Roxin ins Xingqiu-Dorf geschafft und lässt sie seitdem allein im Dorf leben. Da er weiß, dass ich sie oft besuche, fragt mich Airi von der Zeit zu Zeit nach ihr. Ich merke, dass Oma Roxin immer noch gern hat. Er sieht die Bühne als ein Symbol ihrer Vergangenheit und will sie deshalb nicht abreißen. Seufzt. Da die Bühne Airi so viel bedeutet, wird er uns keine neue bauen lassen. Schütze, all unsere Bemühungen sind umsonst. Das ist nicht unbedingt der Fall. Ich habe eine Möglichkeit, ihn umzustimmen. Gib mir etwas Zeit, Herr Liusu. Wirklich? Solange die Bühne repariert wird, werde ich dir ordentlich danken, Fräulein Yun. Ich werde nicht zu viel verlangen. Bitte erzähle Schnitte im rauschenden Regen bis zum Ende, Caspian. Caspian, du kannst dich mir anschließen, wenn du willst. Irgendwie fühle ich sich Juni ganz anders an, sonst dann. Okay, es wird spät. Mein Hirn sagt gerade Goodbye. Ja, ich werde langsam müde. Der König Caspian der X-te. Der 10. Okay. Nochmal durchatmen, die Quest fertig bringen und dann geht's ab in die Haie. Unser Teehaus arbeitet seit Jahrzehnten mit der Junhan-Opan-Truppe zusammen. Fräulein Yun würde sich bei uns natürlich näher fühlen. Kein Problem, ich werde mit etwas Zeit nehmen und die Geschichte nur für dich erzählen. Gut, jetzt da die Teezeit vorbei ist, ist es Zeit, mit Airi zu reden. So viel Text. Interessant.
Mobbt mich nicht. Schnief. Ari, Yunkin? Warte, wer war Yunkin? Vermutlich sie. Ari, als wir Tee tranken, erinnerte ich mich plötzlich daran, was Oma Roxin mir erzählt hatte. Oh, was hat sie gesagt? Sie sagte, Ari liebt es immer, sich selbst das Leben schwer zu machen. Ich bin traurig darüber. Seufzt. Sie versteht mich nur zu gut. Aber es scheint, dass sie die alte Bühne nicht vermisst. Ich bin die einzige Person, die nicht loslassen kann. Aber es scheint, dass sie die alte Bühne nicht vermisst. Ich bin die einzige Person, die nicht loslassen kann. Was für ein Narr war ich, dass ich so besessen von dieser Bühne war. Na gut, du kannst sie umbauen, wie du willst. Es ist rührend, dass du diese Bühne so viele Jahre lang behalten hast. Ich finde das überhaupt nicht dumm. Bitte sieh es nicht so. Die Bühne muss wieder aufgebaut werden, aber wir dürfen nicht beschädigen, was Ari in der Erinnerung bewahren will. Du hast dich also endlich entschieden. Toll, dann fange ich sofort an zu arbeiten. Hier, sieh dir meine Bauplan an. Die große Bühne in den Jadegemach wurde nach diesem Plan gebaut. Diesen Entwurf müssen wir die Wände an den beiden Seiten einreißen und... Wir wollen nichts überstürzen. Ich denke, wir sollten die Bühne reparieren, anstatt etwas ganz Neues zu bauen. Da das Problem durch den quietschenden Holzboden verursacht wird, warum reparieren wir nicht zuerst den Boden? Über den Rest können wir später sprechen. Was denkst du, Herr Liusu? Solange die Bühne die Leistung nicht beeinträchtigt, habe ich keine Einwände gegen Fräulein Juns und Iris Arrangement. Ist das alles, was du willst? Du brauchst mich also nicht, um eine neue Bühne zu bauen? Ich stimme zu. Die Idee von Fräulein Jun ist eine gute Idee. Wir müssen die Bretter nicht kaufen. Wir können welche bei der Anlegestelle finden. Darf ich dich bitten, mir die Bretter zu bringen, Caspian? Ich bezahle dir später alles komplett. Klar. Na gut, dann überlass alles mir. Ein bisschen. Ich bin müde. Also im Grunde, Also ich bin in einem Drachenei geboren und ich bin als Drache aufgewachsen und dann habe ich später meine Menschengestalt durch Magie bekommen. Falls das deine Frage beantwortet. Who's that skulking around? Moment, wo muss ich überhaupt hin? Ach, da. Holz. Die rennt echt wie ein Terminator. Die anderen rennen nicht so, oder? Okay, komm. Ausdauer voll. Wie rennt Kea? Na doch, es geht. Ich weiß nicht, Noel ist irgendwie echt badass, wenn die rennt. Run, dun, dun. Bitte sehr, einmal Holzbretter. Diese Bretter würden reichen. Ich fange gleich an. Schön, die Bühne ist repariert worden. Es scheint nichts geändert zu haben. Junger Mann, du bist weit von Xingqiu-Dorf bis hierher gereist. Wie viel soll ich dir bezahlen? Ich dachte, es würde eine große Arbeit sein, aber ich habe nur ein paar Bretter repariert. Eigentlich war es gar nichts schwer. Ich bin neu in dieser Branche, also werde ich nicht zu viel verlangen. Mora für 2 Mahlzeiten würden reichen. Das macht insgesamt 8.000. 8.000? Also eine Mahlzeit sind 4.000. Mann, da sind die anderen noch knausriger, als ich gedacht habe. Okay. Das ist ein fairer Preis. Nee, ist es nicht. Das ist viel zu wenig. Gut, aber ich kann nur 2.000 Mora.
Er verarscht uns doch, oder? Was? Warum bittest du nicht gleich, mich einfach es umsonst zu tun? Typisch Aire befolgt ein 50-50-Prinzip. Das bedeutet, dass er zuerst auf 50% herunterhandelt und dann noch einmal auf 50%. Also insgesamt 75% Rabatt. Das ist ziemlich sparsam. Oh je, dein Chef ist wirklich geizig. Du hast nur ein paar Bretter repariert. Ich bitte nur 2000 Mora. Keinen einzigen Mora mehr. Da dies mein erster Auftrag ist, werde ich das wohl annehmen müssen. Vergiss nicht, ein gutes Wort für die Schreinerei Famo in deinem Publikum einzulegen. Du kannst dich darauf verlassen. Und mein junger Freund, hier, dir danke ich auch. Du wirst großzügig bezahlt werden. Mhm. Wie wäre es mit diesem Bauplan? Sieh dir all die Details an. Er muss ein Vermögen wert sein. Ja. Moment mal. Der Bauplan, den er mitgebracht hat, um die Bühne umzubauen, so wie er es nicht haben will. Boah, der ist eiskalt. Haha, um ein Teehaus zu führen, muss ich sparsam sein. Und Fräulein Jun, du hast bei dem Besuch dein Problem für mich gelöst. Wie soll ich dir danken? Es wird nicht nötig sein. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Oh, es ist anstrengend, so zu reden. Ich sollte vielleicht normal lesen. Ich wollte Xingqiu einladen, zu einem Rock'n'Roll-Konzert zu gehen. Oh, du brauchst... Rock'n'Roll? Hier gibt's Rock'n'Roll? Oh, du brauchst mich, damit ich dir etwas erkläre, während du zur Vorstellung gehst, richtig? Sag das nicht. Ich habe meine Freundin Hien Quan nur schon lange nicht mehr gesehen und vermisse sie sehr. Das ist alles. Wenn die Leute von der Junhan-Opern-Truppe nach meinem Aufenthaltsort fragen, bitte. Verstanden. Ich habe die Antwort parat. Oh, du fragst nach Fräulein Jun. Sie hat Hien Quan besucht und sie haben zusammen gestrickt. Gestickt? Das werde ich Ihnen sagen. Machst du das hier? Ja, dann ist es entschieden. Mein Hals. Gut. Game over. Fertig. Oh, sogar 30.000. Na gut, sei es drum. Oh, wie viele Quests. Komm, ich will noch den Drachen machen. Oder... Welche brauche ich eigentlich noch? Und jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Immer doch. Für 2000, das ist echt eine Schweinerei. Schon mal was von Reisekosten gehört? Skandalös. Oder ich mache die Dinger hier. Von denen brauche ich noch jede Menge. Yay. Da ist es. Ich brauche den anderen Charakter. So, Bennett. You want me on your... Ja, Bennett, ausnahmsweise, du darfst mitmachen. Du darfst mitspielen. By royal decree. Let's light it up. I'm going in. Haben wir es mal, Kollege. To ashes. No rest for the wicked. Teamwork is dreamwork. Let's light it up. Was ist sie denn? Now we got to walking. Jetzt kommen noch die komischen Wasserdinger dazu. Let me amuse myself.
we go! Go in! Blink! Now you've got me worked up. Oh, so dodge. I'm getting tired of this game. Let's light it up! Let me amuse myself. Wie fährt die denn noch aus? Over here! Off we go! Jetzt widersetzt sich nicht. By Ernsthaft? royal decree! Mann, hat die viel ausgehalten. Skandalös. Ich würde sagen Eis. Oh, dafür kriege ich auch Abenteuer-EP. Hab ich ganz vergessen. So, noch das hier. Dann reicht's für heute. Hark! 'Tis thundering retribution. Die Quest war irgendwas mit einer Bühne. Machen wir das leicht aus. Ich habe keine Ahnung. Ah, die Nervensägen wieder mal. Everybody stand back! You're open! Oz, reveal thyself! Eyes on me! Freeze! Here comes. Let's light it up! As you wish, main foil. Teamwork is strength! I summon thee! This moment will be frozen in time. Dodge this! By royal decree! No rest for the wicked. Let's light it up! Auch nicht ab, für die Karte machen. Midnight Phantasmagoria! I got careless. Everybody stand back! I got careless. Ah, anstrengend. The wrong test subject. So, bin zufrieden. Danke, dass ihr dabei wart. Jetzt noch schnell ein bisschen Dingsbums. Die Kristalle herstellen. Danke, danke. Oh, the sun's out. Oh, Herstellen. Einmal das Zeug hier. Danke. So. meteorological transformation Perfekt. is most Alles splendid. hergestellt. Like a So, da. twist of fate in Ja, the face ist of gut. certain Fische, doom. ja, Fische, gut. Dann vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch eine... Wobei, habt ihr noch Fragen? Gibt es noch Fragen? Solange ich nicht rausgemacht habe. Gut. Ja, okay. Frage. Was ist deine Frage? Ich warte. Fragen. Rainstream morgen oder Mittwoch? Morgen würde ich, wie gesagt, das mit Stray spielen, mit der Katze. Dann könnte ich entweder Raiden-Stream am Mittwoch machen oder Donnerstag. Thank you, Kiyotaka. Wünsche ich dir auch. Bye, bye. Na gut, dann vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Na, wie gesagt, morgen wird es dann halt, perfekt.
Dann sind alle zufrieden. Ja, ist ja gut. Ich will mich verabschieden. So, Bennett, du bist höchstens nicht so gesprächig. Also dann, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bye, bye, gute Nacht. Yep, 20 Uhr. Ciao, ciao. Der Stream wird jetzt beendet. TikTok geht aus in 3, 2, 1. Bye, bye. Und jetzt geht auch YouTube aus und Twitch. Dann gute Nacht zusammen. Bis übermorgen, bis morgen, bis übermorgen. Bis zum nächsten Mal.